Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürgerschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen, die auch noch hier sind. Mein Name ist André Scherak und ja, viele von Ihnen kann ich nicht in Jena begrüßen, weil sie aus Jena kommen. Das ist so ein bisschen komisch, aber wir haben ja auch viele Gäste, die nach Jena angereist sind. Und dieses Mitmachforum, zu dem wir Sie hier herzlich eingeladen haben, wo es um das Thema in diesem Raum geht, aber noch mehr darum, dass Sie unten auch in den Bereichen, wo Aussteller sind, sich vielleicht mal umhören, mit Leuten Kontakt aufnehmen, im Vorfeld das Digimobil ausprobieren oder vielleicht eine Thüringer Rostbratwurst essen oder eine vegetarische Alternative, steht Ihnen zur Verfügung, weil wir die Idee hatten, wir öffnen die Wissenschaft in Richtung der Bürgerschaft. Das ist ein bisschen eigentlich eine dumme Idee, sowas in Jena zu machen, weil ich genau weiß, dass die Jenenser da sehr offen sind, was Technik betrifft. Und wenn wir hier regelhaft die lange Nacht der Wissenschaften haben, sind die Leute da sehr offen. Nichtsdestotrotz haben wir hier die einmalige Chance im Rahmen der 70. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie, fürchterlich langer Begriff, deren Präsident ich noch bin bis Ende des Monats. Und wo wir die Tagung hier ausgerichtet haben, haben wir gesagt, das ist die 70. Tagung, die war noch nie in Thüringen und dementsprechend auch noch nie in Jena. Und wir haben gesagt, wir müssen mehr machen als einfach nur eine Tagung, wo viele Leute nach Jena kommen. Ich kann Ihnen sagen, viele von denen waren noch nie in Jena und ich kann Ihnen auch sagen, viele von denen kommen mit Sicherheit wieder. Ja, die waren begeistert. Die noch hier sind, können das ja vielleicht auch bestätigen, waren begeistert von unserer tollen Stadt. Und sie haben es bisher halt immer nur bis Erfurt geschafft oder vielleicht noch nach Weimar. Ja, und die kommen wieder und das ist schön. Und das sind bestimmt 500 mal X, die bringen dann ihre Familien mit und so weiter. Also das ist schön und wir haben gedacht, nicht nur diesen wissenschaftlichen Kongress hier zu haben, wo wir über genau diese Themen reden, wie Sie die hier angeschlagen sehen. Also es ging dort unter anderem auch um die elektronische Patientenakte, aber halt auch über Themen jenseits der elektronischen Patientenakte, nämlich um Themen wie IT in Krankenhäusern, Informationssysteme in Krankenhäusern aufgebaut sein müssen, damit sie für beispielsweise Pflegekräfte sinnvoll einsetzbar sind, weil die Bedarfe haben und die Bedarfe sind andere als die von Ärztinnen und Ärzten. Solche Themen wären Themen, die im Bereich der medizinischen Informatik angesiedelt sind, aber es geht halt noch weiter. Es geht in den Bereich elektronische Gesundheitsanwendungen, Apps, die der ein oder andere sicherlich auch kennt. Manche davon sind Lifestyle-Produkte, sage ich jetzt mal, also irgendwelche Schrittzähler, die eine unterschiedliche Qualität haben, aber manche haben halt auch wirklich den Status eines sogenannten Medizinprodukts. Das heißt, die sind zugelassen, die sind geprüft von den entsprechenden Prüfstellen, da muss man differenzieren. Ein anderes Thema. Und wenn man jetzt in den Bereich reingeht, was noch Themen der Fachgesellschaft sind, also die Biostatistik und die Epidemiologie, wenn die Corona-Pandemie ein Positives hatte, ist, dass die Leute den Begriff Epidemiologie jetzt schon mal gehört haben und nicht denken, dass das Hautärzte sind, die irgendwas mit der Epidermis zu tun haben, sondern es geht halt um die Ausbreitung von Erkrankungen, aber in der Epidemiologie halt nicht nur um Infektionserkrankungen, sondern halt auch, wie sich Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeln zum Beispiel oder Krebserkrankungen. Das war ein großes Thema hier. Ein weiteres großes Thema ist halt die Biostatistik, wo es darum geht, dass man neueste Methoden entwickelt, wie man beispielsweise moderne klinische Studien plant, aufsetzt. Klinische Studien sind dazu da, zu evaluieren, ob neue Wirkstoffe wirklich so wirken, wie man sich das denkt. Weil es gibt immer eine schöne Theorie dazu, einen Mechanismus dazu, aber am Ende muss man empirisch prüfen, ob sie auch das tun, was versprochen wird, dass sie tun, ob sie sicher sind. Und hier wurden solche Designs diskutiert und Analysemethoden diskutiert. Und die Öffnung in die Stadt ist eine Sache und ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Das ist ganz wunderbar. Eine andere Öffnung, die wir gemacht haben, findet drüben im Turmgebäude statt. Nämlich wir haben gesagt, diese Themen, die Sie vielleicht in der Presse lesen, Apothekenumschau, ne, digitale Medizin, künstliche Intelligenz und solche Themen, das beschäftigt alle medizinischen Fachgesellschaften. Von den Orthopäden bis zu den Internisten sind die da alle bewegt und viele machen sich in dem Bereich auch Sorgen um Patientensicherheit, aber sie sehen auf der anderen Seite auch die Chance und das Potenzial, weil in all diesen Berufen haben wir natürlich einen eklatanten Fachkräftemangel, ganz wenige Ärzte, vor allen Dingen je ländlicher wir werden, umso schwieriger wird das. Da sind wir ja in Thüringen letzten Endes auch eine Vorreiterregion.
Diese Themen sind da behandelt worden und wir haben gedacht, naja, wenn die alle in ihren eigenen medizinischen Fachgesellschaften das machen, dann wäre das doch eigentlich ganz klug, wenn wir die auch hierher einladen an diesen Nachmittag. Wir haben das im Unterschied zu dem Mitmachforum hier Anwenderforum genannt und die sind, wie gesagt, da drüben im Turm, die reden sich gerade die Köpfe heiß, wie man da gemeinsam an einem Strang diese Themen weiterführen kann und ja, sie machen es mit unserer Fachgesellschaft zusammen. Das ist halt das Schöne. Wir sind im Prinzip deren Plattform, vernetzen die miteinander, weil die teilweise untereinander nicht gut miteinander vernetzt sind. Und der Gedanke ist halt, dass wir die Veranstaltung hier haben, wo ich unserer Arbeitsgruppe sehr dankbar für bin, dass sie das mitorganisiert hat oder das Panel eigentlich nur organisiert hat. Das kommt dann gleich. Und anschließend können Sie oder wir runtergehen. Sie können immer runtergehen, also Sie sind ja nicht hier festgenagelt auf dem Raum. Und dann sind wir unten im Foyer, im Vorplatz. Und wie gesagt, da können Sie sich dann umsehen. Dann kommen wahrscheinlich auch die Kollegen von oben runter, die Ärztinnen und Ärzte. Und dann vermischt sich das hoffentlich, so ist das zumindest in meinem Kopf drin. Und ja, dann haben wir eine schöne Zeit. Vielen Dank. Halt, stopp, ja, genau. Entschuldigung. Ich möchte natürlich noch ansagen, das ist eine gemeinsame Aktivität, nicht nur von der Deutschen Gesellschaft für medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie, sondern es ist eine Veranstaltung zusammen mit der Stadt Jena und auch der Friedrich-Schiller-Universität. Und deshalb bin ich besonders dankbar, dass Frau Vizepräsidentin Krake auch da ist. Wir fühlen uns geehrt und sie wird auch noch ein kleines Grußwort sprechen. Dankeschön. Jetzt. Ja, guten Tag alle, die da sind. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier ein Grußwort zu sprechen, lieber Herr Professor Scherak. Ich bin Vizepräsidentin für Universitätsgemeinschaft und Engagement. Mein Name ist Bärbel Krake. Ich bin, wie der Herr Professor Scherak, Psychologin, das haben wir gerade festgestellt. Und dieses Thema Gemeinschaft, mitmachen, sich engagieren, ist ein großes Anliegen, also mir als auch in meiner Profession als pädagogische Psychologin, aber eben vor allen Dingen mir als Vizepräsidentin für die Universität, die dieses Vizepräsidium seit einem Jahr hat und erst also in dieser Zeit sich auch im Aufbau von Formaten befindet, wie wir systematisch das, was ohnehin schon immer an der Universität Jena geschehen ist, nämlich in den Kontakt mit der Stadtgesellschaft zu kommen, mit der Kommune zu kommen, wie über verschiedene Projekte. Einige von Ihnen kennen alle unsere Sammlungen und Ausstellungen. Der Botanische Garten gehört zur Universität und ist praktisch wie der Garten jeder Jenaerin und jedes Jenaers. Oder unsere Sammlungen, die Anatomiesammlung oder die Mineralogiesammlung, die wir immer der Stadtgesellschaft öffnen, die sind schon mal präsent. Aber wir wollten als Vizepräsidium für Universitätsgemeinschaft diese Idee des Miteinanders noch weiterentwickeln. Also nicht mal alle 2 Jahre im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaft die Uni öffnen und uns eine ganze Nacht lang, das geht ja immer sehr lange, mit ihren Fragen auseinandersetzen und sie einfach mal reingucken lassen in das, was wir tun, sondern wir wollten jetzt mal Formate ausprobieren, in denen sie auch noch stärker so ihre eigenen Fragen mitbringen können und auch Impulse setzen können für das, was wir dann weiter in unseren Forschungen betrachten. Und gerade also die elektronische Patientenakte ist ja eine, die auch mir als Laien zum Beispiel dauernd präsent ist, in den letzten Monaten und Jahren ja eigentlich schon. Wie sicher ist sie? Was kann das? Hat das für Vorteile? Was gibt es da vielleicht für Probleme mit? Dann Fragen von Telemedizin, alles
was so unsere alternde Gesellschaft und unsere Zukunft betrachtet, finde ich es ein ganz toller Anlass, mal miteinander ins Gespräch zu kommen und auch Ihre Fragen und Anregungen aufzugreifen. Und das ist der ganze Sinn von so einem Mitmachforum. Das ist nämlich ein Format, das wir jetzt in diesem Jahr entwickelt haben und an verschiedener Stelle schon ausprobiert haben und weiter ausprobieren. Wir sind als Wissenschaftlerinnen und als Uni immer dabei, Dinge zu entwickeln, auszuprobieren, zu verändern und zu schauen, ja, wie das wirkt und wie wir die Dinge noch anders betrachten können. Genau, das möchten wir jetzt mit Ihnen hier ausprobieren. Das ist genau das, was wir an diesem Nachmittag hier planen. Und Herr Schierak hat ja den Kontext schon beschrieben. Ne? Es gibt diesen Raum hier, es gibt den Raum da unten. Ich wünsche Ihnen jedenfalls für dieses Format Mitmachforum, alle sind eingeladen, sich einzubringen. Ja, viel Erfolg und neue Gedanken. Danke. Ja, an der Stelle möchte ich die Kolleginnen und Kollegen hier nach oben bitten und insbesondere Frau Brandl, die wird Ihnen auch kurz erklären, wie der weitere Ablauf ist, wie das gedacht ist. Und wie gesagt, schon mal an der Stelle herzlichen Dank dafür, dass ihr das organisiert habt. Das ist echt ganz toll. Ja, hallo auch von meiner Seite im Namen der AG Consumer Health Informatics, der GMDS, mit der ich das zusammen organisiert habe. Es war jetzt nicht mein Verdienst. Wir sehen hier einmal kurz den Ablauf über unser heutiges Programm. Und zwar darf ich gleich meine Kollegin Saskia Gröner auf die Bühne bitten, die einen Impulsvortrag halten wird zu EPA und dort Ergebnisse aus einer Studie von 2021 vorstellen wird, in der eben Bedarfe und Nutzen aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger, aber auch aus Ärztesicht abgefragt wurden. Genau, anschließend werden wir hier diskutieren. Wir haben interessante Gäste einladen können, die ich nachher nochmal genauer vorstellen werde. Und abschließend werden wir nochmal Grußworte von Herrn Schierak hören. Dann will ich an dich übergeben, Saskia, und wünsche Ihnen allen viel Spaß und eine rege Diskussion. Ja, dann darf ich Sie auch alle ganz herzlich hier begrüßen. Ich freue mich, dass so viele auch der Einladung gefolgt sind. Und ich würde gerne damit starten, Ihnen einen kleinen Impuls zu geben, wie angekündigt von meiner Kollegin, zur EPA. Wir haben dort eine Umfrage durchgeführt und wollten genau eben von BürgerInnen wissen, welche Bedarfe haben Sie, nutzen Sie gerade die elektronische Patientenakte, was gibt es vielleicht auch noch für Sorgen, und genau das haben wir erhoben. Viele, die jetzt gerade da sind, kennen sicherlich die elektronische Patientenakte, vor allem aus den Medien. Nicht zuletzt gab es zum Beispiel auch Artikel eben vom NDR zum Beispiel zum Start des bundesweiten Rollouts, zum Beispiel eben, dass vor allem Transparenz das Vertrauen in die elektronische Patientenakte fördert, aber eben auch ein Realitätscheck notwendig ist. Also sprich, ist sie tatsächlich schon angekommen in der Versorgung bei den Ärzten und Ärztinnen, bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und auch zum Beispiel in Hinsicht auf Datenschutzbedenken sind auch da immer wieder Patientenschützer, die natürlich auch sagen, das ist ein ganz wichtiges Thema und auch das müssen wir gut kommunizieren. Und genau deswegen haben wir unsere Umfrage durchgeführt. Die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Das ist eine Studie, die wir in der BMC veröffentlicht haben. Und genau da haben wir eben Bürgerinnen und Bürger zu ihrer Perspektive befragt. Die Befragung fand zwischen 2021 und 2022 statt. Wir hatten einige Themenblöcke, zum einen Barrieren und Nutzungshindernisse, aber auch welche Erwartungen und Bedürfnisse bestehen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Wie werden sie informiert und wie würden sie auch gerne informiert werden, wenn sie eben noch nicht so viel über die elektronische Patientenakte wissen, und natürlich auch entsprechende demografische Daten derjenigen, die an unserer Umfrage teilgenommen haben.
Damit würde ich jetzt gerne ganz kurz starten, sodass Sie auch einen Eindruck bekommen, wer an unserer Umfrage damals teilgenommen hat. Wir haben ja einige demografische Daten aufgeführt. Man kann ganz schön sehen, dass wir in den Altersgruppen eigentlich eine gute Verteilung hatten. Also wir haben sowohl eben jüngere BürgerInnen befragen dürfen, aber auch ein großer Block zwischen 50 und 59 Jahren. Leider wird es dann nach hinten raus etwas enger. Also bislang haben wir noch nicht so viele ältere Personen befragen können dazu. Auch da das ist ein wichtiges Thema und auch da sind vor allem auch eben ältere Patienten eingeladen, durchaus mal ihre Perspektive zu schildern. Ansonsten hatten wir eine gute Verteilung zwischen männlichen und weiblichen Teilnehmern in der Umfrage. Und man sieht tatsächlich vom Bildungsgrad her hatten wir dann durchaus doch eben Leute, die mindestens einen Hochschulabschluss haben und dann etwas kleiner eben sowas wie Real- oder Hauptschulabschluss. Das heißt, wir haben durchaus eine gebildete Stichprobe befragen dürfen. Genau. Schauen wir uns jetzt erstmal an, das war so unsere erste Frage, ist eigentlich die elektronische Patientenakte bekannt? Und wenn sie bekannt ist, wie stark wird sie genutzt? Hier kann man ganz schön erkennen in der ersten linken Grafik, dass die Bekanntheit unter den Teilnehmern eigentlich sehr hoch war. Also 92%, die an unserer Umfrage teilgenommen haben, kannten das Konzept und die elektronische Patientenakte. Nur 7% kannten diese gar nicht. Wir haben dann auch dazu Informationen in der Umfrage bereitgestellt. Das heißt, wenn man sie nicht kannte, haben Sie auch einen kurzen Eindruck dazu bekommen. Und dann ging es in die Gretchenfrage, nutzen Sie eigentlich die elektronische Patientenakte? Und hier sieht man jetzt wieder so ein Gap. Also sie ist bekannt, aber 71% der Befragten haben sie noch nicht genutzt und 22% nutzen die elektronische Patientenakte in dieser Stichprobe. Da kann man jetzt durchaus sagen, das sieht zwar wenig aus, aber tatsächlich ist der Prozentsatz hier in der Umfrage durchaus höher als in der allgemeinen Bevölkerung. Also hier gibt es Zahlen wie, dass zum Beispiel 2% aller Versicherten momentan die elektronische Patientenakte benutzen. Also hier hatten wir durchaus noch viele, die einen höheren Anteil, die es eben nutzen. Gerne würde ich Ihnen jetzt so ein bisschen so die Top-Funktionen vorstellen. Also wir haben dann gefragt, welche Funktionen finden Sie denn nützlich an der elektronischen Patientenakte? Und hier haben wir die Rückmeldung bekommen, dass das vor allem die Sammlung medizinischer Dokumente ist, also wie so ein kleiner Tresor, der eben all Ihre Befunde, Arztberichte, Medikationsdaten, Notfalldaten speichern. Also das ist das, was eben am nützlichsten auch als angesehen wird. Dann haben wir einen leichteren Austausch der Patientendaten zwischen den medizinischen Einrichtungen, also eben durchaus auch der Nutzen, dass dann zwischen unterschiedlichen Behandlern ein leichterer Austausch passieren kann von Patientendaten. Und vor allem wurde auch die Bereitstellung von Notfalldaten als nützlich erachtet. Im nächsten wollten wir dann wissen, vor allem für die, eben, die noch keine elektronische Patientenakte nutzen, was sind denn die Gründe der Nichtnutzung? Und hier kann man feststellen, dass ein ganz großes Thema die fehlende Information zur elektronischen Patientenakte ist. Also wir haben auch hier Freitexte zum Beispiel auswerten können. Hier ist das große Problem, dass Bürgerinnen sich nicht informiert fühlen durch Ärzte, durch die Krankenkasse oder auch andere Akteure. Dann wurde auch sowas wie die fehlende Zugangsmöglichkeit genannt. Hier ist nochmal ganz wichtig, die Umfrage wurde ja zwischen 21 und 22 durchgeführt. Das heißt, das bezieht sich vor allem darauf, da gab es ein Opt-in-Verfahren, man musste selber freiwillig zur Krankenkasse gehen und die Akte von sich aus beantragen. Und hier gab es wohl einige Zugangsbarrieren. Und dann ist immer ein wichtiger Punkt eben auch die Bedenken zum Datenschutz oder zur Sicherheit der Daten in der Akte. Und der letzte Punkt, der auch noch häufig genannt wurde, ist tatsächlich, dass momentan nicht so richtig der Zusatznutzen der elektronischen Patientenakte bekannt ist. Ich habe hier nochmal ein paar Zitate auch rausgesucht aus der Umfrage, die das nochmal verdeutlichen, wie zum Beispiel, ich bin beim Arztbesuch noch nie auf die EPA angesprochen worden, das Thema scheint keine hohe Relevanz zu haben. Oder Krankenkasse erschwert Zugang sehr, habe es bereits mehrmals probiert, und nun aufgegeben, würde sie sehr gerne nutzen. Oder sehe für mich persönlich keinen Mehrwert, da Datenschutz unklar, verzichte ich. Gehen wir jetzt nochmal weiter zum nächsten Block, schauen wir uns nochmal die Informationen an. Wie kommen die Bürgerinnen und Bürger zu Informationen über die elektronische Patientenakte und wie auch wäre auch der Wunsch, also
über wen man sozusagen zu Informationen kommt. Und auch hier kann man sicherlich vor allem hervorheben, dass nur sehr wenige durch ihre Ärztin oder ihren Arzt informiert wurden über die elektronische Patientenakte, aber sich fast die Hälfte in der Stichprobe oder sogar über die Hälfte in der Stichprobe das wünschen würde, dass sie eben mehr von ihrem Behandler und Behandlerinnen informiert werden. Ganz hoch war auch die Krankenkasse dabei, also viele möchten von ihrer Krankenkasse informiert werden und wurden das aber auch. Und dann sehen wir noch sowas wie die Medien, auch hier stark genannt, also etwa 38% wurden durch die Medien informiert, aber die eben noch nicht informiert wurden durch die Medien, würden sich das sogar bis zu 68% circa wünschen, noch mehr über die Medien informiert zu werden. Dann haben wir nochmal abgefragt, wie gut fühlen Sie sich jetzt zu der Einführung der EPA informiert? Hier haben wir auf einer Likert-Skala nachgefragt und wir haben hier auch nochmal in unserer Stichprobe eine kleine Besonderheit vorgenommen. Und zwar haben wir auch die Stichprobe nochmal aufgeteilt in solche, die einen gesundheitlichen Background haben, also zum Beispiel Ärzte, Pflegekräfte oder andere Akteure im Gesundheitsbereich. Das haben wir vorher abgefragt. Dann haben wir in allgemeinen Bürgerinnen und Bürger aufgeteilt und nochmal in Patienten, das in der Umfrage so gehandhabt wurde, wenn man mindestens eine chronische Erkrankung hat, gilt man sozusagen als Patient, um das einmal zu erklären. Und was man aber hier sehen kann, wenn man sich so diese Skalen anschaut, dann fühlen sich weder die BürgerInnen und PatientInnen gut informiert oder haben kaum etwas über die EPA erfahren. Aber selbst Gesundheitsfachkräfte fühlten sich oft eben auch nur teilweise informiert. Also auch da sozusagen besteht auch noch ein größerer Bedarf, auch wenn man vielleicht aus dem Gesundheitsbereich sogar kommt oder einen Background hat. Und noch einmal letzte Skalenfrage. Hier haben wir das nochmal ein bisschen stärker gefragt, wie fühlt man sich involviert? Also nicht nur informiert, sondern involviert. Und auch hier kann man nochmal sehen, dass auch wieder Bürgerinnen und Patientinnen sich kaum involviert fühlen, was schade ist. Genau deswegen sind wir heute hier, um auch nochmal zu schauen, wie ist jetzt der Stand momentan. Aber auch das Gefühl bei Gesundheitsfachkräften war eher niedrig, gut involviert worden zu sein. So, bevor ich dann zum Schluss komme, noch ein letzter Block, den wir ebenfalls abgefragt haben. Und zwar wollten wir wissen, welche Erwartungen denn von den Bürgerinnen und Bürgern zur elektronischen Patientenakte bestehen. Und hier war wieder ein ganz großes Thema, dass man eben erwartet, dass es einen adäquaten Datenschutz gibt, dass man sich darauf verlassen kann, dass die Daten tatsächlich sicher sind in der Akte. Sie erwarten auch eine erhöhte Sicherheit, insbesondere eben bei Notfällen oder auch bei Unfällen. Also sprich die Funktion der Notfalldaten da sehr wichtig ist. Ansonsten ist natürlich wichtig, dass die Akte benutzerfreundlich ist, leicht verständlich bei der Nutzung. Und zuletzt war dann auch eben wieder der Punkt der Zugänglichkeit, also eben einen einfachen Zugang zu der elektronischen Patientenakte zu finden. Wenn wir das Ganze nochmal zusammenfassen, dann sehen immer noch viele ein großes Potenzial in der elektronischen Patientenakte, vor allem in Hinsicht auf eine bessere Versorgung, auf eine schnelle Verfügbarkeit der medizinischen Daten und auch Transparenz. Aber wenn wir natürlich jetzt den Realitätscheck machen, dann sehen wir auch, dass eben vor allem ein Hauptgrund der Nichtnutzung noch fehlende Informationen sind. Und viele Bürgerinnen sich aber vor allem auch eine direkte Aufklärung durch Ärztinnen und Ärzte und eben nicht zuletzt auch durch die Krankenkassen noch wünschen. Und auch der Datenschutz letztendlich ein zentrales Thema auch bleibt. Was ist sozusagen der Ausblick? Wenn man so in die internationale Literatur schaut, beziehungsweise sich andere Länder anschaut, hier wurde dann schon viel früher das Opt-out-Verfahren durchgeführt. Das heißt, dass sozusagen die Akte angelegt wurde und man widersprechen soll, wenn man eben nicht keine elektronische Gesundheitsakte haben möchte. Und in diesen Ländern sieht man eben aber auch durchaus eine bessere Nutzung, also eine höhere Nutzungsrate und aber auch zum Beispiel breite Informationskampagnen. Und auch wir sind immer bemüht, vor allem auch in der AG Consumer Health Informatics, daraus, auch weil wir natürlich jetzt in Deutschland mit dem Opt-out-Verfahren gestartet sind, auch hier zu schauen, welche Auswirkungen hat das. Ändert es auch was irgendwie am Informationsstand, an der Nutzung selber der EPA? Und das möchten wir eben auch durchführen. Genau, das war sozusagen ein erster Impuls aus unserer Umfrage.
Und dann freuen wir uns endlich, Sie auch natürlich aktiv mit einbeziehen zu dürfen. Wir haben eine kleine Abfrage vorbereitet. Genau, ich erzähle das ganz kurz. Sie sehen hier einen QR-Code, den Sie gerne einmal abscannen dürfen. Da sind 3 Fragen hinterlegt. Und wir möchten gerne eben von Ihnen wissen, haben Sie der Akte widersprochen? Und noch 2 weitere Fragen, die Sie jetzt gerne sozusagen in der Zwischenzeit ausfüllen dürfen. Und dann kommen wir in der Zeit zu den Vorstellungen unserer Diskutanten und legen dann los. Genau, ich darf unsere Gäste auf die Bühne bitten. Und zwar darf ich da Herrn Manuel Hecht vom UKSH Kiel, Assistenzarzt in der Inneren Medizin, auf die Bühne bitten als ärztlichen Vertreter. Als Vertreter von der Verbraucherzentrale rechtzeitig noch eingetroffen, trotz Deutscher Bahn, Herrn Moormann. Als nächstes Herrn Nettelmann von der Medatix, von der Stabsstelle Telematik Infrastruktur und den Head of Communication and Operations von der AOK, Herrn Pascal Müller. Ja, schön, dass Sie da sind. Wir werden uns gleich einmal warm diskutieren. Vielleicht machen wir nochmal den QR-Code an für alle, die ihn noch nicht abscannen konnten. Und ich habe ein paar Eingangsfragen vorbereitet, um in die Diskussion reinzukommen, bevor wir die Diskussion natürlich für alle hier im Saal und auch für die im Vorfeld erhobenen Fragen öffnen. Und meine erste Frage wäre an Herrn Hecht, und zwar die EPA. Jetzt ist sie da, und welchen Nutzen können Sie sich denn im klinischen Alltag davon versprechen? Oder kommt es Ihnen so vor, als wäre die EPA vielleicht das nächste Formular, die nächste Datei, die man anlegen muss und das Sie im Alltag aufhält? Genau. Also noch ist die EPA ja noch nicht ganz da für uns als Anwender, aber sie wird jetzt kommen. Und ich glaube, der größte Nutzen ist, dass wir die Informationsabbrüche, die wir ständig haben zwischen versorgenden Institutionen, damit überbrücken können. Letztendlich brauchen wir irgendein Vehikel, und das EPA ist das Vehikel, was das sein kann. Ich sehe im Krankenhaus nicht, was der Hausarzt vor 2 Wochen gemacht hat. Ich habe vielleicht das Glück, dass der Patient einen Brief mitbringt, der aktuell ist, vielleicht aber auch nur die Angehörigen. Das gleiche Problem habe ich, wenn die Diagnose in einem Krankenhaus gestellt wurde, ist es dringlich und ich soll weiter behandeln. Ich bin immer zurzeit angewiesen auf eine komplexe Informationszusammenstellung, und die Patienten werden ja grundsätzlich komplexer erkrankt sein, länger erkrankt sein, mehr Medikationen haben, die ich alle berücksichtigen muss. Und schon heute verbrauchen wir enorme Ressourcen zusätzlich, weil die Informationen nicht auf den Punkt vorliegen. Und dann bleibt der Patient 2 Tage länger da, einfach bis die Informationen da sind, vorher passiert nichts. Und ich glaube, das wird auf Dauer den Zusatzaufwand, der da sein könnte, aufwiegen. Also ein sehr optimistisch positives Bild, das auf die EPA geworfen wird. Meine nächste Frage wäre an Herrn Moormann. Ich persönlich habe meine EPA gestern mal testweise eingerichtet. Davor hatte ich eine EPA, ich habe aber auch nicht widersprochen. Gilt nicht, entweder ich widerspreche oder ich nutze sie aktiv. Also wie viele Verbraucher, denken Sie, gibt es, die eigentlich gar nicht einen Kontakt mit ihrer EPA haben? Und warum? Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass Sie das geschafft haben, einfach so die EPA einzurichten. Ich war auch positiv überrascht, um ehrlich zu sein. Weil daran scheitert es ja schon bei vielen Menschen, weil es nicht gelingt, weil es zu aufwendig ist und man auch nach 5, 6 Schritten, die man machen muss, dann aufgibt. Das ist leider häufig immer noch so. Oder es gibt noch technische Probleme. Also eigentlich müsste sie jetzt da sein für uns alle, aber faktisch ist das leider noch nicht so. Bei mir persönlich übrigens auch nicht. Und irgendwann gibt man dann auf, man kontaktiert die Krankenkasse und die Rückmeldungen sind spärlich oder kommen gar nicht oder sehr, sehr spät. Und ja, es dauert noch. Wir bitten Sie noch ein bisschen Geduld. Also grundsätzlich ist es ja so, dass man die elektronische Patientenakte aktiv selber als Versicherter oder Patientin nutzen kann, aber auch nicht unbedingt nutzen muss aktiv. Wie es der Kollege schon sagte, sie kann ja einen großen Nutzen auch stiften, wenn sie da ist. Also wenn Befunde, Unterlagen ausgetauscht werden,
Wir wünschen uns als Verbraucherschützer natürlich, dass die Möglichkeiten komplett ausgeschöpft werden, also auch die aktive Nutzung durch die Verbraucherinnen und Verbraucher, weil dann kann sie wesentlich mehr Nutzen stiften als nur in Anführungszeichen der Austausch von medizinischen Dokumenten. Sie kann die einzelnen Personen auch aktivieren, auch teilzuhaben an Versorgungsprozessen, sie besser zu verstehen. Man könnte so wunderbar viele Dokumente auch verlinken in der elektronischen Patientenakte, dem Bundesklinikatlas, wenn er denn mal richtig funktionieren würde, oder wertvolle Gesundheitsinformationen, evidenzbasierte Informationen. Und das hätte dann schon einen großen Mehrwert. Also Stand jetzt ist es so, dass die Prozesse noch nicht funktionieren, so dass man sagen kann, die Versicherten, die Patienten wollen die Akte noch nicht nutzen. Das ist jetzt noch zu früh und sie ist ja Stand jetzt immer noch nicht verbindlich für die Ärzteschaft und auch die Krankenhäuser und die Apotheken. Das passiert erst zum 1.10. und auch erst zum 1.1. nächsten Jahres wird sie sanktionsbewehrt sein. Also dann müssen wir noch mal neu gucken, inwiefern ist es gelungen, die Menschen da insofern zu aktivieren und zu beteiligen. Vielen Dank schon mal. Ich übergebe einmal an Saskia. Jetzt haben wir ja schon vieles gehört, dass es eben immer noch nicht so richtig läuft, dass Arztpraxen noch immer nicht richtig angebunden sind oder eben noch sich bis Oktober nun anbinden müssen. Das heißt, die Einführung stockt immer noch. Es ist schon eine lange Geschichte, also das machen wir nicht erst seit 2 Jahren oder so. Jetzt ist die Frage, wer ist denn aus Ihrer Sicht dafür verantwortlich, dass die Prozesse doch immer etwas länger dauern, als man erwarten würde? Es gibt ja da unterschiedliche Akteure. Sind das die Hersteller, die eben die entsprechenden technische Verfügbarkeit mit einer späten Lieferung verzögern? Ist es die Gematik selber, die zu lange gebraucht hat für die Spezifikationen und Festlegungen? Ist es die Politik, die auch dort irgendwie zu behäbig ist in ihren Entscheidungen? Oder sind es sogar Ärzte und Ärztinnen, die vielleicht zu viele Vorbehalte gegenüber der elektronischen Patientenakte haben? Was würden Sie sagen? Also ich glaube, es gibt keinen Einzelnen, der jetzt da die Hauptverantwortung trägt, sondern es trifft alle ein bisschen. Und der Grund dafür ist, man muss sich mal einmal überlegen, wie diese EPA zustande kommt oder wie diese EPA gebaut wird. Und da spielen ganz, ganz viele Beteiligten mit. Sie haben jetzt die Politik schon erwähnt. Das Bundesgesundheitsministerium hatte eine Idee. Die Digitalisierung in der Medizin ist viele, viele Jahre her. 2003 ist das erste Mal aufgetaucht, tatsächlich im Gesetzestext unter Ulla Schmidt. Und es hat jetzt einfach lange gedauert, diese Idee auch zu entwickeln. Dann gibt es eine Gematik, den Begriff haben Sie auch gerade genannt. Viele von Ihnen werden den wahrscheinlich nicht kennen, den Begriff Gematik. Das ist eine GmbH, also eine Firma letztendlich, die als Bauherr für die EPA benannt wurde und die jetzt Regeln aufstellt, die dieses Gerüst aufstellt, die Architektur und dann diese Aufträge weitergibt an die Industrie, an die Softwarehersteller. Da sind wir, Medatix, eine Firma, die Praxisverwaltungssysteme für den ambulanten Bereich herstellt und eben dort jetzt diese EPA mit integrieren und mitentwickeln muss. Aber es gibt 120 andere, es gibt einen Haufen Hersteller für Kliniksinformationssysteme, für Apothekeninformationssysteme. Es muss irgendjemand die Apps entwickeln. Dann gibt es 2 Firmen, die diesen, Sie haben es vorher Container oder Safe oder Box genannt, wo die elektronischen Patientenakten dann gespeichert werden. Also nicht mehr in der Praxis, sondern eben im Internet, in einem geschützten Raum. Auch das muss entwickelt werden, ganz neu. Also ganz, ganz viele Player, die da zusammenkommen müssen, zusammenfinden müssen und Regeln brauchen. Und der nächste Punkt ist, dass es natürlich auch Interessensvertretungen gibt. Die Ärzte über die Bundesärztekammer haben ihre Bedenken eingebracht, aber auch Patienten über die Patientenvertretungen, die Themen aufbringen und sagen, der Datenschutz muss besser werden, etc. etc. Und das sind alles Stolpersteine gewesen in der Entwicklung, die einfach lange Zeit gekostet haben. Und deshalb war auch die erste EPA 2021 mit einer
wirklich hohen Hürde auch für die Versicherten und für die Patienten dort freizugeben, was darf mein Hausarzt überhaupt sehen, was darf er machen. Das ist jetzt alles umgebaut worden, aber eben unter dem Aspekt, den Datenschutz, die Sicherheit nicht aus dem Auge zu verlieren. Also kein einziger Einzelner, der schuld ist, sondern das gesamte komplexe Gebilde ist einfach sehr, sehr aufwendig. Genau, eben ein sehr großes Projekt auch. Vielen Dank. Dann hätte ich noch eine Frage an den Herrn Müller. Und zwar haben ja die Krankenkassen ihre Versicherten jetzt zu Beginn des Jahres informiert über die elektronische Patientenakte, sei es, dass Versicherte einen Brief nach Hause bekommen haben oder eben in einem Online-Auftritt der Krankenkassen informiert werden über die elektronische Patientenakte. Wie sehen Sie das? Ist damit die Krankenkasse schon ihrer Aufklärungspflicht gegenüber den Versicherten oder auch Patientinnen schon nachgekommen? Werden die verschiedenen Zielgruppen, es ist ja eine elektronische Patientenakte für alle, damit gut informiert? Oder wessen Aufgabe wäre das auch vielleicht? Also mit dem Brief, den die Krankenkassen im letzten Jahr ja schon verschickt haben, sind wir unserem gesetzlichen Auftrag nachgekommen. Ja. Wir informieren aber schon seit 2020 über die elektronische Patientenakte, weil es sie ja schon seit dem 1. Januar 2021 gibt. Und wir informieren auf den unterschiedlichsten Kanälen. Wir haben wir haben Versichertenzeitschriften, wir haben Mitarbeiterzeitschriften, in denen wir informieren. Wir haben die Internetauftritte. Wir gehen in Volkshochschulen. Wir sind in Sachsen in der Digitalakademie für Seniorinnen und Senioren unterwegs. Wir sind in Arztpraxen unterwegs und erklären den MFAs und den Ärzten, was die EPA ist und wie sie bedient wird. Und wir machen das auf ganz, ganz vielen Ebenen. Alle Krankenkassen. Wir haben ja unterschiedliche Zielgruppen und auch unterschiedlichen regionale Stärken. Und das nutzen alle Krankenkassen tatsächlich. Und das reicht aber nicht. Es müssen auch die Ärztinnen und Ärzte über die EPA informieren. Es muss vor allem auch die Politik über die EPA informieren. Und am Ende ist es eine gemeinsame Aufgabe von allen, die in der Medizin Verantwortung tragen, die EPA nach vorne zu bringen und eben auch mit unterschiedlichen Blickwinkeln über die EPA aufzuklären und zu informieren. Super, vielen Dank. Ich habe schon ganz viele Punkte, an denen ich am liebsten einhaken würde. Ich würde aber einmal kurz in unser Mentimeter schauen. Und dann sind da hoffentlich schon Ergebnisse unserer Fragen. Okay, ich höre, wir haben technische Schwierigkeiten mit Mentimeter. Umso mehr Zeit zu diskutieren, würde ich sagen, dann an unserer Stelle. Dann würde ich gerne die Diskussionsrunde im Saal eröffnen. Gibt es denn irgendjemand, der etwas auf dem Herzen hat, das er schon immer mal zur EPA fragen wollte? Hier vorne ist eine Frage. Genau, es kommt gleich ein Mikro und dann können wir loslegen. Ist es schon an? Ja, okay. Ich hätte folgende Frage. Aktuell ist es bei der Akte ja so, dass da nur PDF-Dateien drin liegen. Inwieweit ist denn da geplant, das auf andere Dateiformate auszuweiten, dass die mal technisch ein bisschen mehr kann? Ich würde vielleicht an Herrn Nettelmann übergeben. Gerne an die Frage. Also wenn ich es richtig verstanden habe, war die Frage nach den Formaten, die in die EPA eingestellt werden können. Genau. Das große Ziel oder der Wunsch ist natürlich, alles einzustellen in die EPA, egal ob das ein Bildformat ist, ein Ultraschallbild oder ein Tonformat von Herztönen zum Beispiel oder Atemgeräuschen, die man als Arzt abhört, Textformate in jeglicher Form. Aber wir wissen alle, und jetzt sind wir wieder beim Thema Datenschutz, nicht Datenschutz, sondern IT-Sicherheit, es gibt Formate, die anfälliger sind, auch Schadsoftware zu übertragen. Und da gehören zum Beispiel die Tondateien und die Bilddateien dazu oder Videodateien. Und von Seiten der Gematik, die ja verantwortlich ist für das komplexe Regelwerk, dass sich alle eben auch an diese Regeln halten und auch eine gewisse Sicherheit trägt dafür, dass es sicher ist, gibt es im Moment noch keine umsetzbare Idee, wie wir alle Formate da reinkriegen. Und deshalb hat die Gematik
beschlossen, dass es zunächst nur ausgewählte Formate sein dürfen, also Textformate oder eben PDFs und da auch ein bestimmtes Unterformat, sogenannte PDF-A-Formate. Auch da musste ich lernen, gibt es nochmal Unterklassifikationen, also PDF-A ist nicht gleich PDF-A, was leider im Moment auch heutzutage manchmal Probleme macht, dass Dokumente in der EPA sind, aber offensichtlich nicht für jeden lesbar sind. Genau, um die Frage aber noch abschließend zu beantworten, ja, es gibt Ideen, wir wollen dahin kommen, dass wir wirklich möglichst viele, möglichst alle Dateiformate in irgendeiner Art und Weise in die EPA einstellen können. Herr Maumann? Wenn ich da noch ergänzen darf, die Frage ging, glaube ich, auch in die Richtung, welche Formate künftig reinkommen, die strukturiert lesbar sind, also damit man sie gut auswerten kann. Weil wenn nur PDFs drin liegen, ist das natürlich ein bisschen erschwert. Und es geht ja darum, wenn man sich das so vorstellt, in der Arztpraxis, man hat eine Menge an Daten in so einem Datenkoffer und hat nicht viel Zeit im Alltag und muss da schnell reingucken können und auch schnell sehen können, wenn da wichtige Sachen enthalten sind. Und bei den PDF-Dokumenten ist das eben nur bedingt möglich. Ich weiß nicht, ob das zukünftig mit KI dann besser auslesbar wird, sodass man dann auch mit PDFs das gut hinbekommt. Aber das ist natürlich in der Tat wichtig und auch gerade Bilddokumente, also MRT-Aufnahmen also die man ja aus einer Röntgenpraxis auf einer CD mitnehmen soll und dann selber mit transportiert zur Arztpraxis. Wie verrückt ist das heute noch? Und gleichzeitig geht der schriftliche Befund auf dem Postweg oder vielleicht noch per Fax an die Arztpraxis. Also das ist schon ziemlich veraltet so und wir hoffen natürlich sehr, dass das künftig alle Dokumente auch betrifft, also dass alle Dokumente, die wichtig sind für die Versorgung, dass man einen guten Überblick dann hat, in die Akte reinkommen. Ich habe gerade schon gesehen, es gibt schon eine nächste Frage. Ich würde aber vielleicht noch mal einmal kurz Herrn Hecht fragen, wie dann die Erwartungen dann von ärztlicher Seite wären an strukturierte Daten. Was bräuchte es denn, um den Alltag da zu unterstützen? Ja, ich würde das einmal kurz anschließen, weil es zum Thema passt und dann gerne. Also ich glaube, dass das Befüllen und die Diskussion um datenstrukturierte Formen zu bringen, enorme Ressourcen weiter binden wird und schon gebunden hat. Und das ist nicht trivial, sonst hätten wir es in einzelnen Bereichen schon geschafft und tun uns unheimlich schwer. Und deswegen wird man sich fokussieren müssen auf die leicht zu erntenden Früchte, sagt man ja auf Englisch. Ja. Und das sind wahrscheinlich die Basics, also Medikamentenpläne, Arztbriefe, Laborwerte. Und trotzdem springt uns da diese Frage schon an, weil ich in Frage stellen würde, wie viel mir das bringt, zu sagen, theoretisch habe ich die Laborwerte meines Patienten in der EPA, aber da sind für diesen Patienten 500 PDF-Dokumente drin, viel Spaß beim Finden. Und Sie müssen jedes einzeln aufmachen. Und die klassische Frage für mich ist ja der Verlauf eines Laborwerts über das letzte halbe Jahr. Und ich will einen Wert und in jedem PDF sind vielleicht 30 drin. Da muss ich die hintereinander aufmachen. Und das wird am Ende dazu führen, dass es dann nicht genutzt wird. Und dann hat man sich den Aufwand gemacht für ein theoretisch sehr ausgeklügeltes System, aber ohne Anwendung bleibt dann eigentlich der Beweis aus, dass es sich gelohnt hat. Okay, vielen Dank. Dann würde ich gerne auf Ihre Frage zu sprechen kommen. Es ist schön, dass man hier Fragen stellen kann. Ich habe meine elektronische Patientenakte aktiviert. Und der erste Eindruck ist, der Weg dahin ist schwierig. Ich bin EDV-technisch ein bisschen bewandert durch meine jahrelange Tätigkeit, aber für einen Laien ist das nicht bewältigbar. Wenn man in der elektronischen Patientenakte angekommen ist, bei der TK, bei der Barmer gibt es eine andere Version, das ist schon ein Problem für sich, über das man reden könnte, dann ist die leer, bis auf meine elektronischen Rezepte. Die Frage besteht darin, wer das dahin geschafft hat, findet dann keine Anleitung, wie er mit der Oberfläche, mit den einzelnen arbeiten kann.
Bei jedem einfachen App gibt es in der Regel ein Handbuch, auch wenn es elektronisch ist. Das fehlt für die elektronische Patientenakte bei der TK. Also ich bin nur darauf angewiesen, wenn ich da drin bin, dass ich arbeite, indem ich durch Fehlersuche das Job habe. Und nach 4 Wochen habe ich vergessen, was ich vor 4 Wochen gemacht habe. Ich brauche also ein Handbuch, einen Leitfaden, wenn ich in der EPA drin bin. Das fehlt. Sowohl bei der Barmer, die ich kenne, wie bei der TK. Und das andere besteht darin, aktuell finden keine Datenübergaben statt für aktuelle Untersuchungen. Ich habe vor 4 Wochen ein komplettes Blutbild machen lassen. Ich habe es beim Arzt auf dem Bildschirm gesehen, das ist weitgehend in Ordnung, aber in der EPA finde ich keine Daten dazu. Mein Medikationsplan, der wird hochgeladen als PDF-Datei vom Hausarzt. Was nützt mir das? Den kann ich auch selber reinschreiben. Alle diese Dinge, wenn ich diese Anfangsschwierigkeiten überwunden habe, führt dazu, dass von meinen Klassenkameraden, die sind alle im selben Alter, da hat keiner Interesse. Und wenn er Interesse hat, findet er das sich nicht zurecht. Also wird das ignoriert. Wenn Sie diese Barrieren nicht überwinden, dann können wir die EPA im Herbst einladen. Das ist meine Meinung. Danke. Ich könnte mir vorstellen, dass es da von vielen Gesichtern hier in der Runde vielleicht Anmerkungen zu gibt. Ich würde vielleicht einmal an Sie übergeben, Herr Müller. Es gibt ja auch verschiedene, waren ja viele Fragen drin. Eine Antwort habe ich, Sie sollten vielleicht zur AOK wechseln. Wir haben Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu allen Funktionen in der elektronischen Patientenakte, in unserer elektronischen Patientenakte auf unserer Webseite, die Sie auch aufrufen können über die App, weil wir eben festgestellt haben, das erklärt sich nicht von alleine. Die Idee ist natürlich immer von Designern, dass eine App selbsterklärend ist, aber das ist die EPA nicht, weil sie von der Gematik aus guten Gründen eben an mancher Stelle kompliziert, auf den ersten Blick kompliziert konzipiert wurde, um sie besonders sicher zu machen. Das ist auch der Grund, warum es 6 Schritte momentan gibt, um sich in der EPA-App anzumelden, eben weil sie sich sicher identifizieren müssen. Sie müssen tatsächlich genau nachweisen, dass Sie sind, damit kein anderer auf Ihre Daten zugreift. Und wir haben festgestellt, der einfachste Weg ist über den Personalausweis mit PIN. Leider haben viele Menschen ihre PIN nicht zum Perso. Der zweitbeste Weg ist die elektronische Gesundheitskarte mit PIN. Auch da haben viele ihre PIN nicht. Und der schlechteste Weg ist über Postident, weil da die Erwartung ist, sie gehen in die Postfiliale und haben dann da ihren Ausweis gezeigt und dann gehen sie nach Hause und die EPA funktioniert. Das dauert halt ein paar Tage, bis wir wissen, was die Post da bei Ihnen festgestellt hat. Aber tatsächlich, wenn Sie das einmal geschafft haben, ist die EPA leer heute. Das ändert sich ja ab Oktober, wenn denn dann die Ärztinnen und Ärzte verpflichtet sind und sich an ihre Verpflichtung halten, Daten einzustellen. Und was sie auch haben, nach einigen Tagen allerdings erst, sind die Abrechnungsdaten. Das heißt, die Krankenkassen stellen Ihnen ja in der elektronischen Patientenakte regelmäßig die Daten zur Verfügung von allen Leistungen, die bei der Krankenkasse für Sie abgerechnet worden sind. Auch das kann Ihnen schon helfen, einen Überblick darüber zu bekommen, was ist eigentlich bei mir gemacht worden, bei welchen Ärzten war ich. Und auch für Ärzte ist diese Information zum Teil hilfreich, auch wenn es eben PDFs sind, die Sie nach und nach aufklicken müssen. Die anderen Fragenteile müssen dann die Kollegen auf der rechten Seite von mir beantworten. Ja, da würde ich mich gleich anschließen. Erstmal vielen, vielen Dank für Ihre ehrlichen Worte und höchsten Respekt, dass Sie, ich sage jetzt mal, mit Ihren nicht mehr 35 Jahren trotzdem digital affin sind, technikaffin sind und versuchen, die EPA zu nutzen mit der EPA-App. Das ist nicht selbstverständlich, glaube ich. Die Anfangsschwierigkeiten hat der Kollege jetzt, glaube ich, erläutert, warum das so ist. Das hat eben einen ganz hohen Sicherheitsaspekt. Haben Sie im Übrigen auch, wenn Sie eine Kreditkarte neu beantragen oder ein Kartenkonto neu öffnen. Zum Thema, warum Ihre EPA leer ist, das hat ganz klar den Hintergrund, dass man keinem Arzt zumuten kann, dass er Ihre Krankengeschichte, die sich vielleicht auch über die letzten 20 Jahre zieht, in die EPA übertragen soll, vielleicht auch noch analoge Dokumente, also Dokumente, die in Papierform vorliegen. Und das hat der Gesetzgeber ganz klar geregelt, dass er sagt, die Ärzte sind verpflichtet, in einem Behandlungskontext, also in dem Jetzt-Gespräch, das Sie mit mir als Arzt führen, oder in der Untersuchung, diese Dokumente, die da entstehen, die sollen in die EPA. Nicht das, was vor 2 Wochen war oder vor 2 Jahren war, sondern das, was jetzt aktuell relevant ist. Das soll nicht, sondern das muss in die EPA. Dazu gibt es eine Verpflichtung.
Und es kann erst starten mit dem Moment, wo die EPA freigeschaltet wird. Das ist ja jetzt erst zum Jahresbeginn passiert. Und kann auch erst dann starten, wenn Ihr Arzt Ihres Vertrauens auch die Möglichkeit hat, die EPA zu nutzen. Es haben noch nicht alle Softwarehersteller dieses EPA-Modul freigeschaltet. Das ist so, weil es gibt große und kleine, es gibt welche, die sind in der Entwicklung weiter und schneller und manche brauchen noch ein bisschen. Also vielleicht ist das eine Erklärung, warum bei Ihnen jetzt in dem Feld noch keine Dokumente in die EPA übertragen worden sind. Sie können ihn aber darauf ansprechen und fragen, ob er es denn machen würde, und dann würden Sie ja die Reaktion auch bemerken, ob er es schon kann oder auch nicht. Vielleicht ist es auch ganz klar so, dass er sagt, für die Ärzte ist es ein Mehraufwand, vor dem sie Angst haben. Manuel, du wirst es wahrscheinlich, also was heißt Angst, aber Respekt, was kommt da auf uns zu? Und viele Dinge, wo wir glauben, dass es Mehraufwand ist, dass es uns als Ärzte nichts bringt, das machen wir auch nicht automatisch, sondern da sagen wir, fange ich halt am 1.10. an, wenn ich es muss, aber vorher mache ich es nicht unbedingt. Das könnten so 2 Erklärungspunkte sein, warum bei Ihnen noch keine Dokumente drin sind. Zum Thema Medikationsplan. Wir versuchen in der Entwicklung der EPA, also nicht ich persönlich, sondern alles, was ich vorher aufgezählt habe, da wirklich auch auf den Punkt zu kommen, dass strukturierte Daten, wie wir es gerade auch schon gehört haben, in die EPA kommen. Das heißt, das sind Daten, die liegen eben nicht als PDF da, die man ablesen kann, abschreiben kann, in einer anderen Stelle im Programm wieder neu eingeben muss, für ein neues Rezept zum Beispiel, sondern wir versuchen mit strukturierten Daten zu arbeiten. Das heißt, der Computer, die Programme können miteinander diese Daten austauschen und verschieben. Und da gibt es nur wenige Anbieter aktuell noch, die das in der Medikationsliste schon umgesetzt haben, dass diese Daten strukturiert gespeichert werden. Und dass dann zum Beispiel, wenn man auf ein Medikament klickt, in dieser Medikationsliste automatisch ein neues Rezept schon vorbereitet wird. Das sind technische bzw. IT-technische Voraussetzungen, das muss man entwickeln und das dauert Zeit. Aber da wird es in Zukunft auch Verpflichtungen geben, dass man das umsetzen muss, sonst werden die Softwarehäuser auch die entsprechenden Berechtigungen nicht mehr kriegen. Also das wird sich entwickeln, da brauchen wir alle miteinander, aber auch noch ein bisschen Geduld. Also ich muss da ein bisschen widersprechen und ich kann Ihre Gefühle, Ihre Gedanken dazu sehr gut nachvollziehen. Weil es ist ja die Frage, was heute schon geht in der EPA und was für eine Erwartungshaltung geschürt wurde. Denn als informiert wurde von den Krankenkassen im Herbst letzten Jahres über die EPA, wurden viele Versprechen gemacht. Es wurde gesagt, Sie müssen nie wieder den gelben Lappen suchen, in dem Ihre Impfungen drinstehen und viele andere Dinge. Es wurde nicht darüber informiert, dass die EPA am Anfang leer ist. Und natürlich ist man dann ein wenig frustriert, wenn man feststellt, oh, da ist ja gar nichts drin. Und wie kommt denn das jetzt alles rein, was wichtig sein könnte? Auch Medikamente, die ich nehme. Das ist natürlich ein bisschen frustrierend, wenn die erst Schritt für Schritt reinkommen. Das heißt, in den ersten Monaten, Jahren ist die EPA selber dann nicht vollständig. Und das ist schon ein riesengroßes Problem. Es hätte auch anders gemacht werden können. Es hätte auch vereinbart werden können, dass die wichtigen Daten, also meinetwegen Arzneimittel oder meinetwegen in den Gruppen, bei den Menschen, die mehrfach chronisch krank sind oder so, dass man das vorzieht und dass man diese Daten retrospektiv auch einträgt. Diese Diskussion gab es und das hätte man natürlich machen können. Gut, jetzt hat man sich dagegen entschieden und es ist so, dass man langen Atem schon braucht. Es braucht wirklich Geduld, bis die ersten Daten drin stehen und bis man das auch selber sehen kann. Ich würde mir aber schon wünschen, dass das möglichst schnell geht. Es ist ja auch versprochen worden. Jetzt haben wir noch das Problem mit dem 1.10., der muss erst kommen, dass es verpflichtend wird, dass auch die Gesundheitseinrichtungen die EPA befüllen müssen. Und dann spätestens zum 1.10., wenn dann Strafen drohen, wenn es nicht gemacht wird. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das dann bis dahin entwickelt haben wird. Ich würde mir aber auch noch eine andere Sache wünschen, nämlich dass für uns
Versicherte oder Verbraucher, Patienten mehr getan wird. Das heißt, dass wir auch ernst genommen werden mit der EPA. Das ist nicht nur ein Instrument für die Ärzteschaft, es ist auch ein Instrument für uns. Es ist ja eigentlich unsere EPA. Das heißt, ich möchte auch die Arzneimittel sehen, die ich verordnet bekommen habe. Und ich möchte auch angezeigt bekommen, wenn es da eine mögliche Wechselwirkung gibt zwischen diesen Medikamenten, damit ich reagieren kann. Ich selber als Patient, es sind meine Daten, es ist meine Gesundheit. Und es gibt ja auch das Problem zum Beispiel, dass es gibt ja künstliche Intelligenz, die auch gucken kann, gibt es Interaktionen zwischen verschiedenen Medikamenten, passen die zusammen oder könnte es Probleme geben? Die Hausärzte, die Fachärzte haben das medizinische Wissen, aber sicherlich nicht auch bei jedem Medikament immer sofort parat. Und es gibt leider keine Software in den typischen PVS, korrigieren Sie mich bitte, die so eine Wechselwirkungsüberprüfung macht. Bei den Apotheken gibt es das, aber bei den PVS in der Regel nicht. Es mag da Ausnahmen geben, ja, aber mehrfach jedenfalls in der Mehrheit ist das noch nicht der Fall. Das halte ich für ein Problem. Und es wäre doch wunderbar, wenn wir das in der EPA, das wäre jetzt mein Wunsch, angezeigt bekommen würden, wenn es da mögliche Probleme gibt. Dann kann ich mit meinem Arzt, meiner Ärztin sprechen und das abklären. Oder noch niedrigschwelliger in der Apotheke. Das wäre eine große Hilfe. Und ich glaube auch, dann würden die Verbraucherinnen und Verbraucher auch viel schneller einen Nutzen sehen der EPA. Und nicht nur, das ist jetzt ein Instrument, das ist technisch hochkomplex, und das ist ja eher was für die Ärzteschaft. Nein, das muss anders sein. Also, sonst bräuchte es nämlich diese Oberfläche gar nicht, sonst wäre es wirklich nur ein Zusammentragen von Dokumenten für die Ärzteschaft, für die Krankenhäuser, für die Apotheken. Ich glaube, da geht wesentlich mehr. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Wir machen das in Deutschland immer alles sehr, sehr kompliziert und genau. Und wir haben auch ganz viele Akteure. Sie haben auch schon gesagt, 120 Hersteller von PVS-Systemen. Wie verrückt ist das eigentlich, wenn man mal ehrlich ist? Also auch ganz kleine Hersteller, also diese Software, die die Arztpraxen benötigen, um die Daten zu verwalten. Da sind dann auch kleine Hersteller, die nicht so schnell nachkommen, um die Vorgaben zu erfüllen. Und darauf muss man dann warten und das ist auch sicherlich ein Grund, warum es hin und wieder mal Verzögerung gab. Andere Länder haben ja die EPA schon seit 20 Jahren, ne? Und wir kämpfen noch damit und sagen, das muss man alles erst entwickeln. Das stimmt zwar auch, aber man kann sich auch vieles abgucken von anderen Ländern, glaube ich. Ja, gerne, wenn Zwischenfrage ist, gerne stellen jederzeit. Ja, vielen Dank für den Beitrag zu den Interaktionen. Den finde ich sehr interessant. Ich bin selbst Apothekerin und bei uns ist gerade zu dem Punkt, dass Patienten dann eben auch Interaktionen sehen können, was wir sehr interessant finden, häufig die Diskussion, wie denn dann auf diese Informationen reagiert wird. Also wenn ich jetzt als Patient einfach nur eine Warnmeldung bekomme, dann ist ja auch die Frage, was mache ich denn jetzt mit dieser Information und wer hilft mir jetzt auch mit dieser Information was anzufangen. Wie würden Sie denn dann mit diesem Punkt umgehen? Weil die Frage ist ja natürlich, wenn ich dann selber mit meiner Information da sitze und es sagt mir nur, Achtung, hier gibt es ein Problem, führt es dann nicht einfach dazu, dass ich mein Medikament vielleicht nicht mehr einnehme? Also ich glaube, es wäre dann wichtig, dass man dann eben auch jemanden hat, der einem vielleicht, wenn es notwendig ist, auch das Ganze erklärt. Wollt ihr zuerst? Noch, jetzt geht's. Ich kann das nochmal unterstützen. Genau dieses technisch Umsetzen ist gar nicht so kompliziert. Wir prüfen das tatsächlich gerade für die AOK, ob wir so einen AMTS-Check, also Arzneimitteltherapie-Sicherheitsprüfung da reinnehmen. Aber dann kommt dann der Punkt, wie weit greifen wir da vielleicht in die ärztliche Behandlungshoheit ein und wie darf der Hinweis formuliert sein und wie formulieren wir ihn, ohne dass der Patient gleich in Panik verfällt. Das sind die Diskussionen, die wir gerade führen, wo wir noch keine richtig gute Lösung haben, weil wir eben in Deutschland sehr viele Verantwortlichkeiten haben und die Krankenkassen immer der schwächste Part an dem Punkt dann immer sind. Ja, auf Ihre Frage hin, ja, Sie machen das. Also Sie haben ja jetzt schon die Verantwortung, wenn Sie
einen Patienten, eine Patientin am Tresen haben und da eine Medikation sehen oder zwei auf einer Verordnung sehen, da passt jetzt irgendwas nicht oder die Patientin erzählt Ihnen, was sie sonst noch so nimmt. Oh, da gibt es ein Problem und da müssen Sie eigentlich heute schon eigentlich ja zum Hörer greifen und in der Arztpraxis nachfragen. Ne? Und eine Kommunikation müsste dann eigentlich stattfinden. Aber das ist alles nicht, Stand jetzt, das ist meine Information, nicht mit bedacht worden. Was passiert, wenn in der Apotheke, und das ist ja unabhängig davon, ob der Patient, die Patientin das sieht. Sie sehen das ja, wenn Sie eine ausführliche Dokumentation haben, also die Medikationsliste, welche Medikamenten genommen werden oder zumindest verordnet worden sind und ob die zusammenpassen. Und was machen Sie dann? Das ist die interessante Frage. Ne? Und ich hoffe, dass über dann auch moderne digitale Kommunikationsmittel wie das KIM-System und andere, dass dann eine schnelle Interaktion zwischen Apotheke und Arztpraxis ermöglicht wird, weil zum Hörer zu greifen ist ja unrealistisch, man kommt ja nicht durch in der Arztpraxis. Also das muss natürlich auch passieren, weil das geht hier um Patientensicherheit. Und das ist ja eine große Chance der EPA, dass man mit diesen zusätzlichen Informationen auch Gefahren vermeiden kann und die Versorgungsqualität verbessern kann. Ja, ich glaube, die Idee ist ja quasi eine Anwendung schon für den Patienten hinzustellen, die den Zusatznutzen demonstriert. Und vorher müssen wir das Ganze ja befüllen und eigentlich wäre ja bei der Befüllung idealerweise schon eine Einordnung der Informationen erfolgt, weil diese Medikation kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern ein Arzt setzt sie neu an. Und ich glaube, ein Großteil der Ärzte in Deutschland arbeitet bereits mit Systemen, wo beim Ansetzen auf Interaktion geprüft wird. Im ambulanten Bereich muss man das sicher separat besprechen, wie häufig und weit verbreitet über Fachrichtungen das ist. In Krankenhäusern ist es enorm weit verbreitet. Was man realisieren muss, ist bei den Patienten, bei denen es kritisch ist und spannend wird. Die haben 10 Medikamente. Wenn ich was ansetze, kriege ich immer eine Nahenmeldung. Es gibt es gar nicht, dass ich was ansetze und keine bekomme. Das heißt, der moderne Schritt ist gar nicht zu sagen, gibt es irgendeine Interaktion, sondern welche zählen wirklich und die einzuordnen und bei denen, die jetzt besonders gefährlich eingestuft sind, reinzugucken und vorzufiltern und dann mit erfahrenen Ärzten im Zweifelsfall Rücksprache zu halten, wenn es aber das kann man halt dann nur noch machen, wo es absolut sein muss. Aber hier wäre natürlich die Chance gegeben, das dann direkt einzuordnen und auch als Arzt die Einschätzung, die man unweigerlich trifft, was eben angesprochen wurde, das passiert ja jetzt schon jeden Tag, nur nonverbal, wird nicht dokumentiert, dass das vielleicht mit in den Plan reinkommt oder Teil der strukturierten Daten ist, sodass ich als Patient in der EPA sehe, ja, diese Interaktionswarnung wurde gesehen und die wurde vom Arzt wahrgenommen und als nicht kritisch eingestuft. Und das wäre dann, würde ich sagen, eine geschlossene Kette, wo man das Patienten-Empowerment hat, also dass der Patient nicht blind weiter dasteht, nicht die vollen Informationen hat, aber einen tieferen Einblick erhalten hat darin, was eigentlich mit seiner Gesundheit gemacht wird. Und dem Patienten das ganz vorzuenthalten, kann man auf Dauer eigentlich nicht, weil es ist seine Gesundheit. Also im Zweifelsfall muss ich mich da ja auch heute schon erklären. Man kann es natürlich aber auch sehr weit spinnen und man könnte jetzt dann auch den Anspruch haben, beliebig viele Behandlungs- und Diagnostikentscheidungen, nicht nur die Entscheidung in der EPA zu haben und die Results, also was kam raus beim Röntgen der Lunge, sondern auch den Weg hin zur Entscheidung dokumentieren zu müssen. Da ist man in so einer Grundsatzdiskussion. Ja? Also inwiefern muss ich die Begründung für jede Entscheidung dokumentieren, wie kleinteilig muss es werden, aber die EPA mischt diese Kultur sicherlich plötzlich neu auf. Und ich glaube, das wird auch zu ganz vielen Fällen führen, wo man häufiger mit Vorbehandlern diskutiert, weil ich plötzlich dann eine tiefere Dokumentation sehe und dann vielleicht häufiger Nachfragen habe. Wie kam es denn jetzt dazu? Oder habt ihr das berücksichtigt? Habt ihr das auch gesehen? Aber das kann alles erst passieren, wenn das System lebt. Also wenn es mindestens mal die Gesundheitsakteure verwenden und dann auch ein relevanter Teil der Patienten damit arbeitet. Ja, Herr Nettelmann wollte, glaube ich, noch mal auf den Punkt zurückkommen. Ja, ich würde aber die Handmeldung vorher. Okay, ja, die habe ich noch nicht gesehen. Ja, schönen guten Tag. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die seit 2 Jahren die EPA nutzen. Also kann ich auch ein bisschen schon Erfahrung haben.
Punkt 1 muss ich unterstützen, was der Kollege gesagt hat mit der Erwartungshaltung. Das ist ein großes Problem. Man hat eine super Erwartungshaltung geweckt, die so nicht einzulösen ist. Es ist wirklich, wir müssen uns an der Stelle Zeit geben. Da stimme ich auch einem anderen Kollegen dort auf der Bühne zu. Das wird eine Weile dauern und da kämpft man jetzt leider mit einer sehr hohen Erwartungshaltung, die auch in der zeitlichen Dynamik, jetzt hier Oktober, November, da rede ich eher über 2026 oder 27 und nicht 25. Ja. Das muss man ganz klar benennen und da ist leider viel, sage ich mal, was man jetzt aufholen muss. Zum Thema Arzneimitteltherapie-Sicherheit, was hier jetzt so ein bisschen kam, das gehört eigentlich ins Praxisverwaltungssystem mit rein. Das wird im Krankenhaus so gelebt, das wird in der Apotheke so gelebt und es wird spannend dann sicherlich sein, inwiefern man dann solche Arzneimittelereignisse über die Praxen hinweg, weil jetzt ist es natürlich so, der Arzt sieht das bei sich in der Praxis, sieht aber natürlich seine Medikation. Er sieht nicht die Medikation von anderen Ärzten. Das ist ein Problem, könnte so ein Problem werden, gerade bei komplexeren Geschichten. Da besteht zum Beispiel eine Chance über die EPA, dass man auf diese Dinge auch zugreifen kann und dann solche Events früh erkennen kann. Wie gesagt, spannend wird es sicherlich sein, wenn man sagt, okay, jetzt kommen am Oktober die neuen bestehenden Behandlungen, aber was ist eigentlich mit den Daten der letzten 20 Jahre? Wenn wir die alle auch mit reinschmeißen, und Sie merken, ich komme aus der Branche, wird das sehr viel. Also meine Bitte, auch jetzt schon zu überlegen, mitzubedenken, auch für die nächsten Monate und Jahre, wie man sinnvoll auch guckt, filtert und auch Suchmechanismen natürlich dann für jetzt, einen neuen Arzt, der dazukommt, zu mir als Patienten und dann sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Schrank voller Informationen, wie komme ich jetzt zu der für mich relevanten? Also das wird sicherlich wichtig sein, das ist aktuell noch kein Problem, die Akten sind noch relativ leer, aber glauben Sie mir, die werden voll und ich habe noch nicht mal über Bilddaten geredet an der Stelle. Wir sind erstmal nur bei textstrukturierten, unstrukturierten Daten, wir haben noch nicht über Bilddaten angefangen nachzudenken an der Stelle. Gerne. Ja, vielen Dank auch für Ihren Beitrag. Ich fange vorne an, das Thema Erwartungshaltung. Da haben Sie mir tatsächlich gerade noch mal so ein bisschen auch die Last vom Herzen genommen. Wenn wir überlegen, wo wir herkommen und wo wir jetzt stehen, dann ist da ein himmelweiter Unterschied. Dazu muss ich jetzt vorausschicken, ich bin nicht nur Mitarbeiter der Firma Medatix, sondern ich bin selber Mediziner. Ich habe 25 Jahre Chirurgie gemacht und Notfallmedizin und unter anderem auch in der Notaufnahme. Und ich habe Situationen erlebt, wenn ältere Herrschaften kommen mit einer Frage, ob eine Operation notwendig ist, ja oder nein, dann ist die erste Frage, gibt es einen Medikationsplan oder Medikamentenplan und gibt es Vorbefunde? Und dann passiert entweder Folgendes, dass die Patienten sagen, nee, ich wusste nicht, dass ich was mitbringen muss. Was geht dann los? Dann müssen die armen Helferinnen, die MFAs, telefonieren und Befunde einsammeln. Das heißt, bei mir klingelt das Telefon, also in meiner Institution, in der Arztpraxis klingelt das Telefon, dann müssen Befunde gesucht werden, dann wird gefaxt, vielleicht sogar an die falsche Faxnummer, dann haben wir ein Datenschutzproblem etc. Oder das Gegenteil, Patienten, die eine chronische Krankheit haben, die mir so einen Ordner auf den Tisch legen mit 25 Befunden vom Internisten und mit 13 Befunden vom Hämato-Onkologen. Und ich habe 7 Minuten Zeit, 15 Minuten Zeit, um mich mit meinem Patienten zu unterhalten, eine Diagnose zu finden, eine Therapie, einen Therapievorschlag zu machen etc. Und in den 15 Minuten soll ich auch noch diesen Ordner durchstöbern, der nicht sortiert ist oder nicht so sortiert ist, wie ich denn gern hätte. Da kommen wir her. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, jemand hatte die Idee, eine elektronische Patientenakte zu machen. Und das Wort muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist die Patientenakte. Es ist nicht meine Arztakte oder meine Akte über einen Patienten, sondern es ist die Akte von Ihnen. Und wir Ärzte kriegen jetzt die Verpflichtung, anstatt einen Befund auszudrucken, zu verschicken, mitzugeben, diese Akte zu füllen mit den Befunden, die ich jetzt erstelle. Ich kann aber als Hausarzt, wenn ich einen Patientenstamm von 5000 Patienten habe und davon sind 300 chronisch kranke Patienten dabei, ich kann nicht von allen 300 Patienten die letzten 20 Jahre einscannen und in diese EPA reinbringen. Das geht nicht. Also ich würde es nicht machen als Hausarzt. Ich würde mich da weigern. Die Zeit habe ich nicht. Ne?
Nichtsdestotrotz sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir, auch wenn die EPA nicht vollständig ist am Anfang, wir kommen trotzdem leichter in Informationen, und wenn alle mitspielen in diesem Spiel und jeder was reinstellt, was er aktuell macht, dann habe ich zumindest die aktuellen Dinge. Es ist natürlich nicht verboten, einen Befund vor 2 Jahren einzustellen, wenn er mit dem zusammenhängt, was ich gerade mache. Aber der entgleiste Blutdruck vor 10 Jahren ist vielleicht jetzt nicht so wichtig, um ihn jetzt in die EPA zu stellen. Also ich will es nochmal positiv sehen. Ich glaube, wir haben mit dieser EPA eine Chance, wirklich uns Telefonate zu sparen, Faxen hin und her zu sparen etc. Was man auch nicht vergessen darf, das ist auch nochmal ein Thema Anspruchs- oder Erwartungshaltung, die EPA ist kein Kommunikationsweg zwischen Ärzten untereinander. Wir müssen Befunde nach wie vor von Arzt zu Arzt, von Hausarzt zu Facharzt schicken. Der Anspruch besteht, wenn ich jemanden zum Onkologen schicke oder zum Hämatologen schicke, dann möchte ich auch eine Antwort zurückhaben. Und dieser Weg bleibt unbestritten weiterhin so vorhanden. Aber zusätzlich stellen wir den Befund in die EPA für den Kollegen, der vielleicht 2 Jahre später damit zu tun hat oder den wir jetzt gerade nicht auf dem Schirm haben. Und da ersparen wir Telefonieren, Faxen, Doppeluntersuchungen und so weiter. Es ist und bleibt die Akte des Patienten und wir Ärzte befüllen sie zusammen mit dem Patienten für die Patienten. Dann wollte ich noch mal was zu dem Medikationsthema sagen. Ich bin gedanklich schon ein bisschen in der Zukunft, weil ich weiß, was in der nächsten Ausbaustufe in der EPA passieren soll. Und zwar soll dieser Medikationsprozess, also der Prozess, ich überlege mir, welches Medikament ist für Sie als Patient geeignet, weil Sie eine Infektion haben zum Beispiel. Passt dieses Medikament zu den anderen Medikamenten, die Sie haben? Das weiß ich entweder auswendig, weil ich es mal gelernt habe, oder ich habe ein System, das mir diese Warnhinweise gibt, und das geht auch in den PVS-Systemen. Andere Risikofaktoren, Nierenfunktionsstörungen, Krampfleiden, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man beachten muss. Das nennt man Arzneimittel-Therapiesicherheit, diesen Komplex. Und die nächste Ausbaustufe der elektronischen Patientenakte ist eben genau diesen Aspekt mit reinzubringen, dass wir nicht nur eine Liste haben, was nimmt der Patient aktuell, sondern auch, wie passen die zusammen, wo sind da vielleicht Probleme, und daraus dann mit strukturierten Daten sogar auch gleich einen Plan generieren, der die tagesaktuelle Medikation zeigt, ohne dass der Arzt nochmal klicken muss und hin und her schieben muss und kopieren muss und so weiter. Das geht aber nur mit strukturierten Daten, so wie ich es vorher angedeutet hatte. Und das lässt sich nicht aus dem Ärmel schütteln, für keinen der Beteiligten, weder für die Aktensystemhersteller noch für die App-Hersteller und auch nicht für die PVS. HVS-Hersteller. Das ist einfach schwierig und es dauert seine Zeit und es soll vernünftig sein, weil sonst haben wir nämlich genau das Problem, dass es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen und dann enttäuscht sind. Ja, ich würde noch ergänzen, also es muss natürlich, wir leben ja im 21. Jahrhundert und es muss natürlich ganz einfach für die Leistungserbringer sein, Daten von der einen Akte in die andere zu übertragen. Es ist nichts, was man manuell macht, sondern das muss quasi automatisch auf Knopfdruck passieren, sodass es aus meiner Sicht, korrigieren Sie mich gerne, kein großer Aufwand ist, Daten von dem einen System ins andere zu übertragen. Ich muss ja, wenn die EPA wenn die elektronische Gesundheitskarte eingelesen wird und da sind Daten drin, dann muss ich als Arzt eben auch wissen, okay, oder umgekehrt, wenn ich einen Befund erstelle und es sind sehr, sehr sensible Daten, es sind, das sind irgendwelche Infektionserkrankungen, sexuell übertragbare Erkrankungen, Dinge, die auf den Lebensstil zurückführen lassen, eine HIV-Infektion, eine psychische Erkrankung und so weiter, dann muss ich dem Patienten das sagen und ihn quasi explizit darauf hinweisen, möchtest du, dass diese Daten in deine EPA kommen? Und nur dann dürfen sie eingestellt werden. Also da braucht es eine Interaktion natürlich immer. Und das ist auch der Punkt, das ist eben tatsächlich die Akte der Versicherten und nicht der Leistungserbringer. Das ist natürlich wichtig zu beachten.
Da würde ich gerne darauf Bezug nehmen. Das ist tatsächlich ein total schwieriges Thema zu sagen, der Patient will ja auch mitbestimmen, was steht drin. Und die behandelnden Akteure haben einen gewissen Anspruch auf die Vollständigkeit. Das ist jetzt nochmal so ein riesen separates Thema. Wie sehr wird es genutzt, wenn ich weiß, es ist vielleicht nicht alles drin. Aber ich wollte mich eigentlich darauf fokussieren, der Patient würde gerne mitsteuern, was ist da drin. Aber es ist als Laie gar nicht zu überblicken, was für Rückschlüsse ich aus manchen Einzelinformationen ziehen kann. Also wir sprechen jetzt zum Beispiel sehr ausführlich über Medikation und haben den Anspruch, dass Medikation mit einer hohen Priorität da reingeladen wird und Labordaten wahrscheinlich auch mit einer hohen Priorität da reingeladen werden. Als Patient ist für mich klar, wenn ich Arztbriefe oder Ähnliches reinlade, dann sehe ich, da steht die Diagnose, die will ich nicht drin haben, dann bitte ich darum, es wird nicht reingeladen oder ich lösche es raus. Ich kann mich ja selber einloggen und es rausnehmen. Aber was der Profi aus Laborwerten, die beauftragt wurden, für Rückschlüsse ziehen kann, auf welche Erkrankung wahrscheinlich vorliegt. HIV ist ein super Thema. Ich werde eine CD4-Zellzahl nie messen als Verlaufsparameter, außer jemand hat HIV. Und ich werde zum Beispiel Biktarvy-Medikationsplan nicht finden, außer jemand hat HIV. Also aus diesen Daten, die wir als selbstverständlich annehmen, kann ich schon unheimlich schwere Rückschlüsse ziehen. Nimmt jemand Lithium, weiß ich, der ist wahrscheinlich bipolar. Und das sind alles Informationen, die ich vielleicht nicht in meiner EPA drin haben will. Und das wird nochmal, also das kann man, glaube ich, nicht lösen, weil dann das ist unheimlich differenziertes auszuhandeln über diverse Fachdisziplinen. Und da wird sich eine Kultur entwickeln müssen, bei der letztendlich der die Daten reinspielt, das nicht komplett automatisch machen kann und darf, es sei denn, der Patient sagt aktiv, ich will einfach unreflektiert alles drin haben. In der Sekunde, wo die Patienten sagen, wo ein einzelner Patient sagt oder eine Patientin, ich will vielleicht nicht alles drin haben, muss jedes Mal eine Kommunikation stattfinden. Und also da gibt es natürlich dann verschiedene Risikoklassen, also weil das ja eine persönliche Ansicht des Patienten ist, was ist problematisch. Ich unterstelle hier jetzt gerade, dass eine sexuell übertragbare Krankheit oder eine schwere psychische Erkrankung wahrscheinlich für die meisten sehr sensibel ist, aber andere Patienten legen den Schwerpunkt vielleicht anders. Die sagen, ich will, dass da auf keinen Fall was über Krebs steht, weil es ist vielleicht heilbar, ich stehe mitten im Leben, die nächste Beförderung steht an, ich will nicht übergangen werden. Das ist sehr unterschiedlich. Genau, da würde ich gleich einsteigen nochmal, wenn Sie es mir gestatten. Das ist zum Beispiel auch eine der Bredouillen für die Entwickler von solchen Programmen. Wir haben in der Pilotphase, also seit dem 15.01. bis Ende April, war ja die EPA in der Pilotierungsphase in 3 Bereichen in Deutschland. Und da hatten wir 70 Praxen, die daran teilgenommen haben. Und eine Rückmeldung war häufig von Praxen, bitte macht es so, dass die Briefe automatisch in die EPA eingestellt werden. Das muss ein Prozess sein. Ich schreibe den Brief, ich speichere ihn ab, ich verschicke ihn an den Hausarzt über KIM zum Beispiel und ich speichere ihn in die EPA hoch. Und dann gibt es aber genau das andere Lager, die sagen, um Himmels Willen, das darf nie im Leben passieren. Ich will meine Briefe oder meine Befunde mit dem Patienten, mit dem Versicherten besprechen, bevor sie in die EPA kommen. Sonst liest er am Ende dort irgendeinen Befund, da steht dann was von einer sexuell oder möglicherweise sexuell übertragbaren Krankheit oder onkologisch abzuklären, irgendwas, und dann gehen alle Alarmglocken an. Und was passiert dann? Dann ruft man seinen Hausarzt an, erreicht ihn nicht, ruft nochmal an, und das schürt einfach eine Problemsituation. Das heißt, Erwartungshaltung, sind wir wieder bei dem Punkt. Sie haben eine Erwartungshaltung als Konsument oder als Versicherter oder als Patient, aber die Ärzte haben auch eine Erwartungshaltung an uns, an die Industrie, wie wir die EPA bauen sollen, damit es alles zack, zack, zack und schnell geht. Und genau diesen Spagat, eben nicht alles automatisch hochzuladen, weil es nicht erlaubt ist letztendlich. Der Patient muss gefragt werden, im Einverständnis des Patienten. Aber Möglichkeiten einzubauen, dass es in der Voreinstellung automatisch geht, aber im Einzelfall dann wieder abwählbar ist. Solche Dinge brauchen einfach Zeit und Hirnschmalz, um sie vernünftig zu entwickeln, um sie, und jetzt spreche ich aus der Sicht des Herstellers für die Anwender, um sie nutzerfreundlich zu machen, damit eben ein Mehrwert für die Ärzte auch entsteht und keine reine Verpflichtung.
Ja, da würde ich gerne nochmal einen wichtigen Aspekt ansprechen. Das ist eine Diskussion, die sehr dynamisch ist und die auch sehr ernst geführt wird und geführt werden muss. Die Daten, die ich als Patient in meine elektronische Patientenakte sehen möchte, das ist nicht nur eine Wunschsache, das ist mein verfassungsgemäßes Recht. Es gibt den Verfassungsgrundsatz der informationellen Selbstbestimmung und den kann ich nicht aushebeln, weil, Entschuldigung, Arzt A oder Ärztin B das Interesse daran hat, dass die EPA vollständig ist. Das ist meine Entscheidung als Verbraucherin oder Verbraucher. Und deswegen muss auch dieses Selbstbestimmungsrecht natürlich gewahrt bleiben. Und das ist egal, wie rational das ist. Wenn ich nicht möchte, dass eine bestimmte Diagnose, eine psychische Erkrankung da auftaucht, dann hat sie da auch nicht drin zu stehen. Und das Problem ist, dass wir aktuell, wir reden da über das Rechtemanagement, also welchem Leistungserbringer gebe ich als Patienten das Zugriffsrecht auf die EPA und in welchem Umfang und welche Daten mache ich da sichtbar und welche mache ich nur für meinen Hausarzt sichtbar. Und das Problem ist aktuell, dass ich einzelne Befunde nicht einzelnen Ärzten sichtbar machen kann und anderen einzelnen Ärzten nicht sichtbar. Das geht nicht. Das ist nicht so angelegt, das ist nicht gewünscht. Es geht nur, dass ich zum Beispiel die komplette Medikationsliste, und das ist natürlich für chronisch Kranke eigentlich ein Drama, komplett rausnehme. Ich kann also nicht einzelne Dinge aus der Medikationsliste verbergen lassen oder löschen lassen, entweder ganz oder gar nicht. Es gilt da quasi das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Wenn ich aber ein Problem damit habe, weil ich tatsächlich konfrontiert bin mit Stigmatisierung wegen eines Befunds, dann bin ich in einem Dilemma. Eigentlich ist die EPA gerade für mich dann als chronisch kranker oder mehrfach erkrankter Mensch besonders wichtig, aber ich bin natürlich auch angewiesen darauf, dass meine Rechte gewahrt werden. Und was mache ich da? Also wir sind da tatsächlich in einer heißen Diskussion, wie man das löst. Das ist tatsächlich nicht einfach, aber ich muss natürlich schon jederzeit die Möglichkeit haben zu entscheiden, das möchte ich sichtbar machen. Warum muss der Zahnarzt erfahren, dass ich eine psychische Erkrankung habe? Ist ja völlig verrückt. Und warum gibt es eine Grundeinstellung, dass er das auch 90 Tage sehen kann? Und auch jede Assistentin, die da arbeitet, kann das. Ne? Also das ist natürlich ein bisschen aus unserer Sicht, also geht über den Bedarf weit hinaus. Und da müsste dieses Rechtemanagement schon detaillierter funktionieren. Und wenn ich das als Patient nicht nutzen möchte, muss ich das ja nicht. Es gibt das Gegenargument, ja, ich überfordere ja die Menschen damit. Aber nein, es gibt ganz viele Menschen, denen das ein wirkliches Anliegen ist. Und wir haben da viele Diskussionen schon geführt. Denn es ist ja nicht nur so, dass man einen Befund rausnehmen kann und dann erfährt man nicht, erfährt niemand, dass man eine bestimmte Erkrankung hat, genauso wie Sie es gesagt haben. Dann wird ein Medikament verordnet, dann landet es im E-Rezept und dann ist es direkt in der Apotheke und dann ist es wieder zu sehen. Die Abrechnungsdaten der Krankenkassen ist ein weiterer Punkt. Also auch das ist ein Weg, wie Dinge, die ich eigentlich verbergen möchte, dann doch wieder reinkommen in die EPA. Und da sind wir absolut sehr, sehr unzufrieden mit, dass dieses sogenannte Rechtemanagement so kompliziert ist, beziehungsweise nicht umfassend genug. Und dass dann die Dinge, die ich dann wirklich verbergen möchte, ich nicht verbergen kann, wenn ich mich nicht richtig, richtig gut auskenne. Sie hatten das am Anfang erwähnt. Man muss also richtig die EPA lernen, wie sie funktioniert. Man müsste eigentlich auch Bescheid wissen, wie die Kommunikationswege im System sind und was über welche Wege wer erfahren kann. Und das ist auch kein Hirngespinst, sondern das ist, wie gesagt, das ist unser Recht. Und das muss natürlich gewahrt bleiben. Sonst wird auch die Akzeptanz der EPA sehr, sehr stark darunter leiden. Und sonst kann man am Ende nur den Menschen, die das verbergen wollen, sagen, okay, dann widersprech der EPA, dann ist das nichts für dich. Aber sehr schade drum. Ich würde ganz gerne noch mal im Sinne des Mitmachsforums auch ins Publikum reinschauen. Ich sehe schon, hier vorne haben wir eine Frage oder einen, genau. Ich würde gerne die Diskussion oder die Diskussion von Verbergen von Informationen hinlenken zu Informationen, die ich unbedingt sichtbar machen möchte. Ich habe eine Narkosemittelunverträglichkeit und das ist im Notfall extrem wichtig, dass diese Information gesehen wird.
Jetzt ist die Erwartungshaltung, dass im Notfall, wenn ich bewusstlos auf der Straße liege, das gesehen wird. Wie soll das funktionieren? Netzabdeckung in Deutschland, Zugriff auf die elektronischen Geräte im Rettungsdienst und so weiter. Wie kriegen wir das hin, klar zu kommunizieren, was nicht möglich sein wird in Bezug auf Zugriff auf Daten, die aber zu einem gewissen Zeitpunkt essentiell sind? Also da müssen wir einmal unterscheiden zwischen einem Notfall oder einer Notfallbehandlung in einer stationären oder ambulanten Einrichtung, aber in einem Gebäude, wo es in der Regel in der heutigen Zeit eben diese Verbindung, die man braucht, um auf eine EPA zugreifen zu können, wir nennen es Telematikinfrastruktur. Für diejenigen, die mit dem Begriff nichts anfangen können, das ist letztendlich einfach gesagt ein abgesicherter Bereich im Internet für das Medizinwesen. Heißt bei uns Telematikinfrastruktur. Und um dort reinzukommen, weil wir die Datensicherheit so hoch hängen, braucht man einen speziellen Konnektor. Und das sieht aus wie so eine kleine WLAN-Box zu Hause am Computer. Der ist in der Praxis stationiert und über den kommt man in dieses gesicherte Internet und überträgt Daten verschlüsselt. Das heißt, in einer Notfallpraxis, in einer Notfallsprechstunde am Wochenende im Bereitschaftsdienst kommt man an diese Daten. Aber das große Problem ist, was passiert auf der Straße. Das ist ein Problem, das ich von Anfang an adressiert habe, seit ich bei Medatix arbeite, bei der Gematik und bei den verschiedenen Stellen. Wir können so einen Konnektor nicht im Rettungsdienst oder im Notarztwagen verbauen, das geht nicht. Die Pläne da sind, dass sich die Telematikinfrastruktur von ihrer Art, wie sie aufgebaut ist, verändern wird. Und zwar nächstes Jahr schon. Es wird andere Techniken geben. Wir nennen das POPP, Proof of Patient's Presence, eine Abkürzung aus dem Englischen, wo über andere Möglichkeiten, zum Beispiel auch digitale Identitäten etc., der Beweis gestartet werden kann, dass es einen Behandlungskontext zwischen Arzt und Patient gibt. Und im Rahmen dieses Architekturumbaus wird man dann auch ohne so einen Konnektor auch auf die Telematikinfrastruktur zugreifen können. So ist der Plan. Und dann eben hoffentlich auch auf die EPA, zumindest auf einen bestimmten Datensatz. Aber das ist tatsächlich noch Zukunftsmusik. Das ist noch nicht ausgereiftes Konzept. Und es ist eine große Schwachstelle in der Notfallversorgung, muss man ganz klar so sagen im Moment. Ja. Aber das ist ja nur die Technik. Wo ist der Prozess dahinter? Machst du das als Arzt? Also ist es realistisch? Also was ja schon vielfach gemacht wird, ist, dass Patienten in ihrer Brieftasche zum Beispiel den bundeseinheitlichen Medikationsplan haben. Und was ja schon auch etabliert ist, ist, dass es Personal gibt, was bei der Triagierung zum Beispiel automatisch diesen einscannt. Und man kann ja in Abläufe von Notaufnahmen diese Dinge integrieren. Ich glaube, woran es ganz konkret in dem Fall scheitert, ist, wer schon mal nicht GKV versichert ist und seine Versichertenkarte nicht dabei hat, dann können wir den Behandlungskontext nicht herstellen. Und dann sehen wir erstmal nichts. Und der andere Punkt muss natürlich sein, es muss dann auch möglich sein, irgendwie binnen 30 Sekunden auf diese relevante Information gekommen zu sein zwischen, ich stehe vorm PC mit der Karte und ich muss jetzt in den Schockraum zurückrufen, was ist Phase. Und das kann nicht 4 Minuten dauern, weil man kann Personal in der Notaufnahme nicht 4 Minuten damit binden, eine einzelne Information zurückzuholen. Weil dann wird es wieder schneller zu sagen, ich rufe die Ehefrau an und frage. Und wenn die Nein sagt, dann ist wahrscheinlich nicht so. Das nennt sich Notfalldatensatz, Entschuldigung, dass ich einspringe. Es gibt einen sogenannten Notfalldatensatz, der die wichtigsten Kernaussagen enthält. Also zum Beispiel nimmt der Patient einen Blutverdünner, hat er eine bestimmte Allergie, hat er ein Krampfleiden, ein paar mehr Infos noch dazu. Und die sollen eben in der EPA dann auch schnell sichtbar sein. Aber diese Notfalldaten oder dieser Notfalldatensatz, den gibt es jetzt schon und der wird jetzt oder kann jetzt auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert werden, seit es diese Karte gibt. Jetzt muss ich gestehen, das wusste ich als Mediziner nicht, dass auf der EGK ein Notfalldatensatz gespeichert ist. Ich weiß nicht, wie viele meiner Kollegen das wissen und wie viele Patienten es tatsächlich wissen, aber technisch ist es möglich. Es muss nur auch kommuniziert sein und dann eben auch angewendet werden.
Ja, das ist genau das, was ich sagen wollte. Wir denken da zu kompliziert. Das muss natürlich auf die EGK, auf die Karte, die ja doch die meisten dann in der Brieftasche haben. Und dafür bräuchte es die EPA nicht. Und das ist dann ja auch im Notfall, da muss man sich auch nicht authentifizieren, so nochmal als Arzt oder als Rettungsdienstler, sondern das muss natürlich sofort sichtbar sein. Also da ist die Welt einfacher. Das müssen wir nicht unnötig kompliziert machen. Das wäre mein Wunsch als Notarzt auch, aber es wird so nicht kommen. Der Notfalldatensatz wird auf der EGK wahrscheinlich gespeichert werden, gelöscht werden, Entschuldigung, weil es nur eine Single Source of Truth, eine echte Wahrheit geben darf. Ich sehe, wir hatten dazu auch noch genau eine Frage oder eine Aussage im Publikum. Hier vorne war sonst auch noch eine Frage, vielleicht die zuerst, weil first come, first serve. Ich weiß nicht. Kann ja schon mal anfangen. Ja. Also ich denke, die individuellen, aber auch gesundheitsökonomischen Vorteile der Akte liegen ja auf dem Tisch, wenn das Ganze gut integriert ist. Und die Probleme werden sich sicherlich mit steigenden Nutzerzahlen irgendwann auswachsen, also die Probleme, die wir hier gerade so diskutiert haben. Der Flaschenhals bleibt ja immer weiterhin, die Leute auch zur Akte hinzubekommen. Und um das zu ermöglichen, müssen die Nutzer sich ja registrieren, so wie viele von uns das hier sicherlich getan haben. Und in Deutschland ist man ja immer gut daran geraten, wenn man wissen will, wie irgendwas funktioniert, ins Gesetz zu gucken. Jetzt habe ich gerade mal ins Gesetz geschaut, Paragraph 341 SGB V. Da steht explizit drin, dass die Nutzung oder die Bereitstellung der Gesundheitsdaten barrierefrei stattfinden soll. Jetzt sprach der Kollege der AOK vorhin von in etwa 6 Registrierungsschritten. Das wirkt ja dann doch irgendwie etwas paradox, wenn ich bedenke, dass die GKV wahrscheinlich mehr über meine Gesundheit weiß als ich. Gibt es da Überlegungen, das Ganze zu vereinfachen in weiteren Ausbaustufen der Akten, also diesen Flaschenhals etwas weiter zu öffnen? Die GKV weiß nichts, die weiß deutlich weniger als Sie, weil wir nicht in die Daten reingucken dürfen. Das heißt, wir bezahlen das System, wir sehen die Abrechnungsdaten, mehr sehen wir nicht und aus Abrechnungsdaten kann man nicht so viel über die Gesundheit sehen. Wir sehen keine Befunde, wir sehen keine Arztbriefe. Also alles das, was Ärzte und Patienten in die EPA einstellen, sieht die Krankenkasse nicht. Und ist auch nicht vorgesehen, dass wir das sehen. Die 6 Schritte sind vom Gesetzgeber und von der Gematik als Regulatorikgeberin vorgegeben. Die Gematik guckt sich immer wieder an, wie man den Prozess trotzdem sicher lässt und ihn einfacher machen kann. Wir setzen alles um, was die machen. Wir werben auch immer bei der Gematik dafür, gemeinsam mit der Industrie und mit Ärztinnen und Ärzten das einfacher zu machen. Aber es gucken auch Datenschützer darauf, es guckt auch das BSI darauf. Und es ist ein Kompromiss momentan zwischen Komfort und Sicherheit. Wir werden oft mit Banking-Apps verglichen, aber für Datenschützer sind tatsächlich ist das Bankgeheimnis nicht ganz so krass zu schützen wie Gesundheitsdaten. Deswegen haben Banken es ein bisschen einfacher bei den Prozessen als wir beim Login für die EPA. Barrierefrei, es gibt die EPA-App, es gibt Desktop-Client. Am Ende wird es immer noch Menschen geben, die mit diesen beiden Systemen nicht zurechtkommen und nicht in die EPA kommen. Die müssen sich dann Hilfe holen. Das heißt, sie können Vertreter berechtigen, auf ihre EPA zu schauen, heißt Kinder, Freunde, Bekannte, denen sie vertrauen, Betreuerinnen und Betreuer, denen sie vertrauen, die ihnen da helfen können. Sie können sich an die Ombudsstelle der Krankenkassen wenden, wenn sie ihre Rechte verwalten wollen, heißt Teilwiderspruch, zum Beispiel Widerspruch gegen die Übernahme von Daten aus dem E-Rezept. Das kann die Krankenkasse machen, also eine spezielle Rolle innerhalb der Krankenkasse. Und am Ende sind es dann eben wieder die Ärztinnen und Ärzte, Apotheker und Apotheker, Pflegekräfte, die damit helfen müssen, dass die Menschen, der ganz, ganz kleine Teil, der wirklich nicht mehr Apps bedienen kann, trotzdem diese Dokumente sehen kann. Ja, das ist richtig. Aber es ist schon sehr unbefriedigend, wie es aktuell läuft. Also diese Abwägung zwischen Komfort und Sicherheit ist nicht ganz einfach. Es gibt da immer wieder auch Ideen, wie man es einfacher machen kann, und dann muss man aber gucken, ist das dann noch sicher genug? Es gab vor ein paar Jahren das Verbot der Gematik, die ja schon erwähnt wurde.
dass ein Video-Ident-Verfahren etabliert wird, was relativ komfortabel ist, dass man zu Hause machen kann, eben nicht das Post-Ident, sondern Video-Ident. Das ist aber ganz, ganz schnell und nicht einfach, aber relativ gut zu manipulieren und da reicht dann auch schon ein Foto. Und dann komme ich da rein. Also das ist eigentlich unsicher. Es ist jetzt erstaunlicherweise genehmigt worden. Ein Hersteller, ein Softwarehersteller hat das genehmigt bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ob das sicherer ist als andere Video-Ident-Verfahren, kann ich nichts zu sagen. Es gab da aber auch entsprechende Kritik zu, dass es eigentlich ja nicht sein kann, dass man so ein unsicheres Verfahren jetzt wieder zulässt. Aber das ist genau dieser Konflikt, ne? Ich will ja nicht die Menschen abschrecken davon, die zu nutzen, ganz im Gegenteil. Und wie mache ich das dann handelbar, dass alle damit klarkommen? Das ist so zu dem Aspekt. Und dann haben wir natürlich eine ganze Menge Menschen, die weder die geeigneten Endgeräte haben, noch meinetwegen feinmotorisch in der Lage dazu sind, sie zu benutzen. Was machen wir mit den Menschen? Vertreter, ja, aber es ist jetzt nicht wirklich realistisch, Vertreter zu benennen, die dann alles für einen machen. Also da hätten wir uns auch eine andere Lösung gewünscht. Vielleicht kommt sie ja irgendwann noch, ist aber aktuell nicht geplant, dass man dort, wo viele Menschen regelmäßig sind, in Rathäusern, auch vielleicht in der Apotheke, dass man da Terminals hat, dass man da ran kann und da an einem Bildschirm quasi in seine eigene Akte reingucken kann und da auch Unterstützung bekommt und Anweisung, Anleitung. Sowas ist keine Innovation, das gibt es auch schon, aber es war dann vermeintlich zu teuer. Das wurde dann, diese Gesundheitsterminals, die wurden dann abgelehnt, die wurden nicht aufgestellt. Es hätte natürlich den Menschen eine Chance gegeben, die da nicht zu in der Lage sind, weil irgendwann werden wir alle nicht mehr dazu in der Lage sein, diese Digitalisierung, diese Techniken zu benutzen und dann braucht man natürlich schon auch die Unterstützung und da müssen wir an alle Bevölkerungsgruppen denken. Zu dem Video-Ident-Thema. Tatsächlich der beste Weg, sich zu registrieren und zu identifizieren, ist der elektronische Personalausweis, den jeder Deutsche inzwischen hat, mit der PIN. Das heißt, nutzen Sie das, wenn Sie diesen neuen Perso bekommen, werfen Sie diesen Brief nicht weg, behalten Sie den. Damit können Sie nicht nur sich für die Gesundheits-ID und die elektronische Patientenakte registrieren, da können Sie ganz, ganz viele andere Dinge mit tun. Das sollten wir nach vorne bringen und nicht ein relativ unsicheres Verfahren wie das Video-Ident-Verfahren. Und das ist jetzt auch von der Gematik nicht für die Registrierung oder Identifizierung in der EPA zugelassen worden wieder, sondern ausschließlich für das Bestellen des PINs für die EGK. Das hilft Ihnen jetzt nicht so viel, wenn Sie in die EPA wollen. Warum hat man es da zugelassen? Weil die Gematik sagt, na, ich habe dann dieses Video-Ident-Verfahren und dann wird dieser PIN ja aber nicht in dem Gespräch übergeben, sondern er wird dann per Post geschickt an die Adresse, die im Idealfall nochmal von der Krankenkasse durch Einwohnermeldebereich festgestellt wurde und das ist dann sicher. Die EPA können Sie dann können Sie Ihren PIN darüber bestellen und darüber dann natürlich wieder mit EGK und PIN sich in Ihrer EPA anmelden. Nehmen Sie lieber den Personalausweis. Genau, wir hatten noch einen weiter. Drei Sachen sind mir noch aufgefallen. Das eine ist, ich habe vorab hier mit Ärzten mich auch viel unterhalten. Ich bin kein Arzt, ich bin Patient. Und die haben gesagt, ja, wenn man da Sachen streichen kann, hat das für uns keinen Wert. Ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, ich mache es ein bisschen polemisch, weil eben Sachen fehlen. Und es fehlen ja nicht vielleicht nur die psychische, sondern es fehlt vielleicht auch der Abusus, also sprich Alkohol, ähnliche Mittelchen etc. pp. Das heißt, im Zweifelsfall sinkt für Sie der therapeutische Wert. Das muss man klar benennen. Wenn man hier also eine Abwägung macht zwischen Patientenrechten, die legitim sind, muss man sagen, dann ist das für den Arzt natürlich mit einem Verlust an Genauigkeit verbunden. Das ist so. Das sollte man, deswegen sage ich mal, wir reden über Erwartungshaltung auch. Das sollte man auch so immer klar kommunizieren. Das eine ist was, hat aber natürlich auch einen Preis. Das zweite ist, ich war erstaunt, dass die Notfalldatensatz auf der EGK tot ist. Das wäre natürlich schlimm, weil das natürlich für Rettungskräfte wirklich der beste und einfachste Weg wäre. Und man kann ja durchaus den Kompromiss gehen, dass man sagt, okay, der Patient geht ja in die Praxis oder ins Krankenhaus, da zieht er seine Karte durch, dann wird dort quasi ein Abgleich gemacht mit der entsprechenden Akte, EPA, die ja vorliegt, sodass man dann sagt, okay, auf der Karte ist der beste, letzte Wert, den ich eigentlich kenne für diese Werte. Also das ist, glaube ich, das ist ein Single Point of Truth,
Also da sollte man über solche Kompromisslösungen auch durchaus nochmal nachdenken im Prozess. Und jetzt zum Schluss auch nochmal eine Frage. Jetzt denke ich ein Stück vorwärts. Die EPA ist nicht leer, die ist voll und ist auch super gut befüllt. So, ja. Schließen mal die Augen und gehen mal 3 Jahre vorwärts. Und ich als Patient darf ja diese Daten, sind ja meine Daten, darf ich ja nutzen. Ne? Könnte ich mir auch runterladen und einer KI vorwerfen. Und okay, über Datenschutz müssen wir jetzt nicht reden an der Stelle. Ich sage nur, Menschen gibt es, die so drauf sind. Also gibt es heute schon den Dr. Google, ne? Den kennt man ja heute schon, der ist glaube ich, in vielen Arztpraxen sehr beliebt. Und dann gibt es den Dr. KI. Und natürlich, theoretisch gehen solche Sachen heute schon, aber natürlich die EPA macht es mir, also senkt die Barriere für mich als Patienten, das zu tun. Ist das unter den Ärzten schon ein Thema oder nicht? Denn das ist natürlich dann für den Arzt in der Diskussion noch schwieriger. Das ist ja heute schon sicherlich schwierig, mit Dr. Google zu argumentieren, aber dann argumentiert man mit Dr. KI, der alle Daten irgendwie da miteinander verarbeitet. Okay, ich glaube, da müssen wir chronologisch durch. Die erste Frage war nicht der Notfalldatensatz, das war die zweite. Aber die fällt mir jetzt gerade nochmal ein. Also ich glaube, bei den Daten, die man für sich als Patient als besonders relevant ansieht, gibt es jetzt aber auch die große Chance zu sagen, damit befülle ich meine EPA vor. Also dafür würde ich, glaube ich, auch am ehesten als Arzt in der Klinik Werbung machen, zu sagen, weil das ja sehr vom Einzelnen abhängt. Der 20-Jährige, der lädt da vielleicht fast gar nichts rein, der andere 20-Jährige sagt, ich habe zufällig schon ein Medikament, was ich nehmen muss, das kommt rein. Der typische 70-Jährige sollte vielleicht seine Vorsorgevollmacht, wenn er sie hat, da hochladen, weil das macht es für alle 1000-mal einfacher und unkomplizierter und das ist ein perfekter Anwendungsfall, wo alle was davon haben. Und der Mensch, der eine schwere koronare Herzerkrankung hat, sollte seinen letzten Herzkatheterbefund hochladen. Wenn er sagt, mein Nutzen ist deutlich größer als meine datenschutzrechtlichen Bedenken, wenn was ist, dann wissen die schon, wo wahrscheinlich das Problem ist und wo sie nicht hin müssen. Deswegen glaube ich, dass man jetzt Kritik daran äußern kann, dass es nicht automatisch geregelt ist, aber hier als Patient aber auch neu zum ersten Mal eine Möglichkeit gegeben bekommt, proaktiv was zu tun. Das hatte ich ja in der Vergangenheit nicht. Ich hätte es mir ausdrucken können und in meine Brieftasche stopfen. Das war bisher meine einzige Chance, wenn ich nicht mehr ansprechbar bin. Oder meine Angehörigen sehr gut informieren. Können Sie noch mal den ersten Punkt nennen? Ich höre es auch so. Jetzt aktuell, wenn man in eine Akte guckt oder irgendwas guckt, in seine eigene nur, sag ich mal, denkt mal, die ist vollständig. Wenn jetzt der Patient das Recht hat, das hat ja der Kollege sehr gut ausgeführt, das ist das Recht des Patienten, das ist auch gut so, eben dort Sachen rauszustreichen. Und das kann durchaus sehr weitreichend sein. Wie man das mit dem Rechtemanagement löst, da wird es verschiedene Varianten geben, denke ich mal. Aber, das muss man eben klar benennen, dadurch sinkt, oder das haben mir das Ärzte vermittelt, deswegen wollte ich fragen, wie Sie das auch sehen, für die natürlich die diagnostische Relevanz, weil sie sagen, ja, wenn da was fehlt, ich weiß nicht, was fehlt. Und vielleicht hat sich ja der Patient bei seinem, wenn er so Einzelrechte hat und dann hat er aus Versehen einen ganz wichtigen Röntgenbefund gelöscht. Könnte ja auch mal sein, ich will gar nicht jetzt, ne? Aber wie gesagt, es gibt ja auch viele Sachen, die man eben nicht möchte. Und das sind nicht nur die psychischen Sachen, das sind auch körperliche Sachen, auch Sachen, die einem peinlich sind. Und mir fällt dann natürlich gleich wieder die nächste Frage ein, was ist eigentlich mit Fehldiagnosen? Also letztendlich gibt es ja aber auch keine andere Wahl und diese Argumentation beruht meistens auf der inneren Annahme, dass ich vorher mehr über den Patienten gewusst hätte, was ja einfach nicht stimmt. Also ich habe ja jetzt schon in Deutschland freie Facharztwahl, das ist international nicht einzigartig, aber selten und ich kann auch jetzt schon mich zur 7. Meinung bei Schwindel beim nächsten HNO-Arzt vorstellen und ich kann jedes Mal behaupten, ich habe gar nichts. Oder ich kann einfach behaupten, das MRT gab es auch noch nie und mache noch mal eins. Also es hat ja jetzt schon niemand wirklich die Möglichkeit zu sagen, ich weiß alles, was über den Patienten stattfindet. Und spätestens, wenn der Patient als Selbstzahler auftritt, verliert auch das System komplett die Kontrolle. Und jetzt zu behaupten, die EPA sorgt dafür, dass ich mir irgendwie haftungsrechtliche Probleme einhandle, weil ich nicht alles weiß und alles sehe,
rührt, glaube ich, nicht so sehr daher, dass ich sage, die ist nicht vollständig, sondern eher vor der Sorge, ich habe dann eine große vollständige Akte und jede Entscheidung, die ich treffe, kann später daran bemessen werden, ob ich die komplett durchgegangen bin. Gab es da vor 3 Jahren was ich noch mal hätte aufarbeiten müssen oder sehen müssen? Das ist jetzt noch sehr schwer abzuschätzen. Ich habe ja jetzt auch schon den Auftrag, mich mit einem Patienten aber auch ausführlich zu unterhalten und der kann mir in der Anamnese das vorenthalten oder er kann es mir erzählen. Ich glaube, das wird am Ende wieder eine Sache sein, die sich einpendeln wird und aushandeln wird, wie viel gehört zur ärztlichen Sorgfaltspflicht, wie viel von der EPA muss ich durchgeguckt haben, damit ich meiner Sorgfaltspflicht nachgekommen bin, die immer schon existiert hat und jetzt eben mit einem neuen Informationsangebot noch bereichert wurde. Macht es die Welt komplexer? Auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir werden für die meisten Patienten mehr wissen statt weniger wissen. Fehldiagnosen habe ich so auch. Also wir behandeln an der Uniklinik häufig Patienten mit Krebserstdiagnose. Die werden selten durch uns diagnostiziert, fast immer vom Hausarzt an ein Krankenhaus geschickt. In einem Flächenland wie Schleswig-Holstein sind es kleine Krankenhäuser. Dann findet man was, dann kommen die zu uns. Stimmt da alles, was in einem vorläufigen Arztbrief steht? Sicher nicht. Also die muss ich heute auch alle hinterfragen, im Zweifelsfall bestätigen. Im Zweifelsfall in der Kardiologie muss ich auch immer nachhaken, diese Rhythmusstörung, wer hat behauptet, dass es die gibt? Können Sie mir das in einem EKG beweisen? Faxen Sie mir vom niedergelassenen Kardiologen von vor 3 Jahren EKG mit Vorhofflimmern. Da findet man natürlich Fehldiagnosen. Aber das System war nicht perfekt und es wird nicht plötzlich perfekt sein. Es bleibt fehlerbehaftet. Ja, Sie haben ja auch Fehler, die ungewollt im Gespräch stattfinden, ne? Also in der Interpretation von Daten. Also Sie haben einen Blutbefund, einen Laborbefund, Glukosewert und der eine Arzt sagt, da sehe ich jetzt hier einen Diabetes und der andere sagt, nee, das ist Quatsch, weil ich kenne das Labor. Deren Werte sind immer niedriger oder höher als bei den anderen Laboren und nee, das ist alles in Ordnung. Also da passieren auch Fehler. Ich glaube, die EPA ist wirklich eine Chance, dass die Informationen vollständiger werden, dass mehr Informationen dann letztlich dem Arzt, der Ärztin meines Vertrauens zur Verfügung stehen. Ich glaube, das ist dann auch die Chance, auch wenn verschiedene Facharztbesuche noch dazukommen, dass man dann aber auch die Daten weitergibt. Die sind ja dann automatisch eigentlich drin, das ist ja so die Idee. Ich glaube, das ist auf keinen Fall eine schlechtere Situation, sondern es ist eine deutlich bessere Situation, wenn die genutzt wird. Deswegen mache ich mir da auch keine Sorgen, dass da irgendwas wegfällt. Also ich glaube, dass da am Ende alle von profitieren können. Und wenn ich dann auch noch das Selbstbestimmungsrecht der Menschen beachte, glaube ich, dann kann das eine Win-Win-Situation für alle werden. Aber das ist noch ein weiter Weg dahin und wir müssen erstmal den ersten Schritt schaffen, dass die EPA benutzt wird. Also da sind wir heute noch lange nicht. Also technische Probleme müssen überwunden werden und dann müssen auch die Leistungserbringer mitspielen und nicht nur, weil sie dazu verpflichtet werden, sondern weil sie das auch als wertvolles Instrument ansehen. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Zeit, die zur Verfügung steht zwischen Arzt und Patient. Das ist ja gerade in der fachärztlichen Versorgung, gehen Sie zum Orthopäden und nach 4 Minuten sind Sie wieder draußen und die Hälfte haben Sie vergessen anzusprechen oder Sie hatten keine Gelegenheit dazu. Das ist ein Riesenproblem und deswegen ist es natürlich wichtig, dass vielleicht 2 Ärzte, dass sie die mit ins Vertrauen ziehen. Das ist auch heute schon wichtig, unabhängig von der EPA und dass die Bescheid wissen über ihre Gesundheit und die wichtigsten Informationen. Ich glaube, die EPA kann da eher helfen, als dass sie was behindert. Angesichts der Zeit müssen wir leider zum Ende kommen. Ich finde aber, das waren auch sehr schöne, positive, zukunftsbringende Worte, die wir gerade noch gehört haben. Genau. Vielleicht nochmal so als allerletzte Frage, ganz kurze Antwort. Jetzt haben wir heute das EPA-Panel gehabt. Damit sind sicherlich nicht alle Fragen geklärt. Ich hatte auch noch eine gute Liste an Backup-Fragen, die wir Gott sei Dank nicht gebraucht haben. Wo kann ich mich denn wenden, wenn nicht gerade EPA-Panel in Jena stattfindet? Wo kann ich mich denn melden, wenn ich Fragen zu EPA habe aus Sicht der Patienten und Verbraucher? Sie können sich immer bei Ihrer Krankenkasse melden. Alle Krankenkassen haben Ombudsstellen, die Sie zu allen Fragen der elektronischen Patientenakte umfassend beraten. Gut.
Ja, es gibt natürlich noch weitere Stellen, an die man sich wenden kann. Also das sind auch die Verbraucherzentralen. Also wir erstellen zum Beispiel auch Schulungsunterlagen. Also ich komme ja vom Verbraucherzentrale Bundesverband und wir sind der Dachverband der 16 Landesverbraucherzentralen. Und die haben die große, wichtige Aufgabe, den Kontakt zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern herzustellen. Und auch da kann man sich hinwenden. Da kriegt man auch gute Unterstützung, gute Hilfe. Man kann sich auch beraten lassen. Das ist nochmal was anderes. Das ist mehr als Information, natürlich auch bei den Krankenkassen. Aber manchmal ist eine Stelle alleine auch ein bisschen überfordert vielleicht oder man braucht noch eine zweite Meinung, nicht eine medizinische zweite Meinung, sondern auch, wie mache ich es dann am besten und was sind meine Rechte und stimmt denn das auch, was die eine Stelle mir gesagt hat? Also da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass es verschiedene Stellen gibt. Es gibt auch noch die unabhängige Patientenberatung Deutschland, die möchte ich auch nicht vergessen, an die auch alle sich jederzeit wenden können. Die wurde jetzt ja neu aufgesetzt und ist telefonisch wieder erreichbar. Und wenn man Fragen auch zur EPA hat, kann man sich auch dahin wenden. Dann sage ich auf jeden Fall Danke und hoffe, dass viele Bedenken und Hindernisse ausgeräumt werden konnten und auch in Zukunft noch können, indem man sich eventuell Hilfe sucht, an die Krankenkasse wendet. Und ich darf André Scherak wieder auf die Bühne bitten, der noch ein paar Worte verlieren möchte. Bei den Online-Teilnehmern, die Fragen eingereicht haben, bedanken und bei Ihnen, die Fragen gestellt haben. Und bevor Sie jetzt alle ganz schnell wieder, ja, Sie bleiben hoffentlich noch hier, aber vielleicht entschwinden Sie auch schon oder haben andere Anschlusstermine, springe ich kurz mal nach hinten und habe noch eine Kleinigkeit für Sie. Also, herzlichen Dank an die Gäste, die sich beteiligt haben. Und falls Sie in Jena noch nicht waren, kommen Sie wieder. Und das ist die kleine Erinnerung an Jena, die Keksrolle sozusagen mit Keksen gefüllt aus der Heimat. Ja. Danke, bitte schön. Und ich denke, nicht nur den Diskutanten hier auf dem Podium, sondern auch der AG Consumer Health Informatics, die das Ganze möglich gemacht haben, und den Kollegen vom Mitmachforum, Dana Strauß, Marvin, herzlichen Dank. Und damit beschließe ich die Sitzung. Sie gehen bitte alle noch runter, gucken, unterhalten sich, nehmen eine Wurst mit oder einen Spieß und haben noch eine schöne Zeit. Vielen Dank.